Schiffe im Nebel. Paul Valéry berichtet nach Hörensagen, er hatte mit Offizieren der Admiralität geluncht, wie eine moderne, stahlgetürmte, wehrhafte Flotte an sich im Mittelmeer stationiert, in der Biskaya in einen Nebel geriet und dort tagelang hochbewaffnet, kommunikativ ausgerüstet, aber nicht für Bewegung im Nebel geeignet, passiv verharrte. In völliger Stille, wie vom Feind vernichtet, lag der Flottenverband Frankreichs in der fast bewegungslosen See. Man sah in den Schwaden 6 Meter weit. Jede Bewegung hätte zum Zusammenstoß der stählernen Maschinerien führen können. Sie sind Concierge, 13 Jahre im Dienst. Ja, seit 13 Jahren. Meine Mutter war auch schon Concierge. Es ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Das ist in ganz Paris, ja. Es gibt kein Haus, ja, wo nicht eine Concierge wacht. Richtig. Jedes Haus hat seine eigene Concierge und die ist sozusagen die Seele, der Geist des Hauses. Also wenn wir Conciergen streiken würden, würde ganz Paris... Man kann keiner raus, niemand kann rein oder raus in einem Haus. Ja. Und das ist seit der Französischen Revolution, gibt es diese Schlüsselverwalterinnen. Ja. Die, im Grunde auch die Kontrolleurinnen sind wir nicht? auch, ja. Also sozusagen, der Staatsfeind wird rausgehalten. Der wird rausgehalten, aber wir drücken auch natürlich auch ein Auge zu, wenn der Ein eine oder Liebesmensch, andere den anderen Liebesmensch treffen hineinschlüpfen will. soll. Ja. Ja, genau, ja. Aber Geld nehmen Sie nicht, ja? Also das heißt, Sie sind unbestechlich. Oh nein, ich bin ganz und gar unbestechlich. Jetzt haben Sie Vermögen angelegt, ja, in russischen Staatsanleihen. Das heißt also in die Transsibirische Eisenbahn. Ja, das habe ich leider getan. Ja, es war eine sehr enttäuschende Geschichte. Inzwischen habe ich viel geweint darüber und mich auch sehr, sehr geärgert darüber. Ich habe all mein Erspartes, habe ich alles zusammengelegt, unter meinen Tisch gelegt, Jahr für Jahr gesammelt. Ich bin unbestechlich. Und dieses Geld, was ich über Jahre angesammelt habe, habe ich eben jetzt in die Transsibirische Eisenbahn investiert. Und jetzt kommt der Weltkrieg, die Revolution, ja, und die Sowjetunion zahlt nicht zurück. Es ist weg, als hätte es sich aufgelöst. Die Russen zahlen nicht zurück. Ich bin sehr, sehr, sehr böse über die Russen. Die Russen haben immerhin uns die Revolution nachgemacht. Ja? Ich als Concierge, als Pariser Concierge, ich bin Paris, ich bin Frankreich. Also ich bin die Revolution. Ich bin sozusagen die Mutter der russischen Revolution. Und ich werde von meinen eigenen Kindern betrogen und im Stich gelassen. Darüber bin ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ja.
es ist eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Situation, die hier in dieser Oper beschrieben wird, dass auf der einen Seite die Maschinen also ihre Stimmen bekommen, die ihre Klagelieder anstimmen Nachts als Chor. Nicht? Also ihr Sklavendasein beklagen. Andererseits eben die Menschen, die Arbeiter, das zeigt sich dann gegen Ende dieser Oper, eben auch im Grunde ein Sklavendasein führen der Maschinen werden. und sich dann auch rebellierend verhalten. Auf der anderen Seite eben die Menschen mit einer ungeheuren Gefühlsdichte, geradezu einer Punktualität, also von Gefühlsexplosionen ausgestattet sind. Und immer ist auch das Eiskalte der Maschinenwelt in den Menschen selbst. Also sehr häufig ist von eiskalt die Rede. Hopkins vermittelt der Nell, dieser Frau, um die es da geht, um die gekämpft wird auch, die dann schließlich als Dirne endet, vermittelt eiskalt den Entführungs- und Verführungsplan und den Racheplan gegenüber seinem jetzigen Arbeitgeber. Das heißt also, es sind immer Maschinen, Gefühle und die eiskalte Welt, also menschlicher Beziehungen auch im Spiel. Marx hat ja einmal von den Maschinen als der verstorbenen lebendigen Arbeit gesprochen, als etwas Vergegenständlichtes, aber was noch so etwas wie den Geist und Gefühle in sich trägt. Und offenbar versucht der Max Brand jetzt das, was da drin steckt, gegenständlich geworden ist, wieder zu verlebendigen, indem er so Maschinenchöre und die Maschinen sprechend und singend macht. Bei dem Max Brand steckt so etwas drin. Das Leiden der Maschinen, diese Maschine als Instrumentum vocale, hat ja Marx einmal die Sklaven bezeichnet, nicht? Als Instrumentum vocale. Ein Werkzeug, das eine Stimme hat. Ein sprechendes Werkzeug. Sie sind in ihrer Sklavengeschichte, in ihrer Leidensgeschichte in gewisser Weise auch rachsüchtig. Nicht? Also wenn der Hebel zufällig einsetzt und von einem, dem der Hauptschlüssel enteignet wurde durch seine eigene Frau, nicht? Um die Maschinen in Gang zu bringen und sie abzustellen, dann wird diesem Menschen ein Bein abgerissen. Das heißt also, die Maschinen sind auch Apparate, die so etwas wie spontane Rache dadurch, dass sie sich einschalten oder eingeschaltet werden, üben gegenüber ihren Peinigern. Es ist also eine sehr merkwürdige Vermenschlichung der Maschinen und Maschinisierung der Menschen in dieser Oper. Maschinenhalle bei Nacht.
versklavter Geist, zu Form erstarrt, in Eisen hart, muss raffen, 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 raffen. Da ist ursprünglich Nell, ein blondes Mädchen, wird gesagt, ja, eine Arbeiterin. Ja. Und die liebt Bill. Ja. Sie gehört aber dem Vorarbeiter oder Werksführer. Ja. Jim. Jim. Und dieser Jim wird durch Bill getötet. Er wird in die Maschine hineingeschmissen. Ja. Das ist eine sehr alte Metapher. Ja? Die kommt schon bei Griffiths vor, dass der Börsianer, der üble Spekulant, ja, reingeschmissen wird in eine Getreidemühle. Ja. Und hier kommt Jim in der Maschine um. Das ist eine Art Urschuld. Ja. Ja? Das in der Handlung. Ja? Ja. Der Anfang beruht auf Mord. Und jetzt steigen Nell und Bill auf. Sie sind jetzt nicht mehr Arbeiter, sondern Betriebsdirektoren. Ja? Sie ist eine Dame der Gesellschaft gleichzeitig. Und sie vergessen, sie sind als Arbeiter nicht mehr erkennbar. Ja. Sind also nicht jetzt Gewerkschaftsführer geworden, ja? Oder Arbeiterführer, sondern sind Unternehmer. Unternehmer. Und sie verhalten sich jetzt, es ist ja nicht richtig erkennbar, ob wirklich der Jim als ein solcher Werkführer, der den Schlüssel, Hauptschlüssel hat für die Funktion der Maschinen, ob das wirklich ein Unterdrücker ist. Das ist ja nicht erkennbar. Er verfügt über das Ganze. Aber ob er ein schlechter Mensch war, das ist nicht, lässt Max Brand nicht erkennen. Es genügt, dass der Bill sagt, ich möchte an diese bevorzugte Stelle hin, deswegen musst du weg und gemordet werden. Ja. Schau, wie das Gemüse sich üppig macht. Ach, das ist gar nichts. Da ist jetzt eine, sag ich dir. Blond und zart und jeden gern nimmt. Und woher kommt die denn? Weiß nicht genau. Man munkelt allerlei. Die einen sagen, sie war einmal eine große Dame. Die anderen wiederum, sie stamme von hier. Kennst du sie? Komm grad von ihr. Na, da schau her. Ja, Hände hat sie, sag ich dir. So feine, man kann kaum glauben, was die Leute sagen. Was denn? Sie hätten mal einen Mann gehabt, den sie umgebracht. Mit so einer hätte ich nicht gern zu tun. Erster Abschnitt, Ware und Geld. Erstes Kapitel, die Ware. Erstens, die zwei Faktoren der Ware, Gebrauchswert und Wert. In Klammer, Wertsubstanz, Wertgröße. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warenansammlung. Die einzelne Ware als eine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher
mit der Analyse der Ware. Also die Ware ist zunächst ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Okay. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie zum Beispiel dem Magen oder der Fantasie entspringen, ändert nichts an der Sache. Also es handelt sich hier... Warte mal, da ist eine Fußnote, die sagt, wo ein Verlangen ist ein Bedürfnis. Es ist der Appetit des Geistes und ebenso natürlich wie der Hunger für den Körper. Die meisten Dinge haben ihren Wert daher, dass sie die Bedürfnisse des Geistes befriedigen. Das ist von Nicolas Barbon. Jedes nützliche Ding, wie Eisen, Papier und so weiter, ist unter doppeltem Gesichtspunkt zu betrachten nach Qualität und Quantität. Jedes solches Ding ist ein Ganzes, viele Eigenschaften und kann daher nach verschiedenen Seiten nützlich sein. Diese verschiedenen Seiten und daher diese mannigfachen Gebrauchsweisen der Dinge zu entdecken, ist geschichtliche Tat. Eine Uhr ist das gesellschaftliche Produkt einer Unzahl von Teilarbeitern, wie Rohrwerkmacher, Uhrfedermacher, Zifferblattmacher, Spiralfedermacher, Steinloch- und Rubinhebelmacher, Zeigermacher, Gehäusemacher, Schraubenmacher, Vergolder mit vielen Unterabteilungen wie zum Beispiel Räderverfertiger, Messing- und Stahlräder werden geschieden, Triebmacher, Zeigerwerkmacher, Räderzusammensetzer, befestigt die Räder auf den Trieben, poliert die Facetten und so weiter, Zapfenmacher, Planteur de Finissage, setzt verschiedene Räder und Triebe in das Werk, Federhaus-Fertigmacher, lässt Zähne einschneiden, macht die Löcher zur richtigen Weite, härtet Stellung und Gesperr, Hemmungmacher. Ein Hemmungmacher. Das ist das Gegenteil von dir. Ein Hemmung. Bei der Hemmungmacher. Bei der Zylinderhemmung wieder Zylindermacher, Steigradmacher, Unruhemacher. Ein Unruheherdmacher. Rakettmacher, das Rückwerk, woran die Uhr reguliert wird, Gangmacher, eigentliche Hemmungsmacher, dann der Federhauszusammensetzer, macht Federhaus und Stellung ganz fertig, Stahlpolierer, Räderpolierer, Schraubenpolierer, Zahlenmacher, Blattmacher, schmilzt das Email aus dem Kupfer, Gehäusekopfmacher, macht bloß die Bügel des Gehäuses, Stiftsetzer, steckt den Messingstift in die Mitte des Gehäuses und so weiter, Sprungfedermacher, macht die Federn ins Gehäuse, die den Deckel aufspringen machen, Graveur, Ziseleur, Gehäusepolierer und so weiter und so weiter und so weiter. Du hast mir berichtet, dass Bert Brecht in Amerika im Januar 1945, das ist zur Zeit der Ardennenoffensive, hier ein Lehrgedicht verfasst. Das Manifest. Was ist das? Also Brecht beginnt im Januar 1945 mit einer hexametrischen Fassung des kommunistischen Manifests von Marx und Engels. Das heißt, diese kleine Programm- oder Streitschrift versucht er jetzt in Verse, in ein klassisches Versmaß, wie wir es von Homer her kennen, schönen Wechsel von Hexameter, Pentameter zu bringen. Das heißt, sehr eng angelehnt an auch die Bilder, die Formulierung, die Wendung des originalen Textes, versucht er eben jetzt das Ganze in eine Versform zu gießen. Und in der ersten Fassung beginnt es wie folgt: Kriege zertrümmern die Welt und im Trümmerfeld geht ein Gespenst um. Diese Formulierung ist direkt originaler Marx. Nicht geboren im Krieg, auch im Frieden gesichtet seit lange. Schrecklich den Herrschenden, aber den Kindern der Vorstädte freundlich. Lugend in ärmlicher Küche, kopfschüttelnd in halbleere Speisen. Nun mache ich einen Sprung. Ehrengast in den Elendsquartieren und Furcht der Paläste, ewig zu bleiben gekommen, sein Name ist Kommunismus. Also schlimmere Worte gibt es ja jetzt auf so kurzem Zeitraum kaum. Ja? Von Gespenst bis Kommunismus, ja? Also grimmige Worte, alle aus dem kommunistischen Manifest und alles dies in Amerika. Naja, und zumal, also die Lust muss gewesen sein für Brecht, dass er, wenn man so will, in das
in die Form des Humanismus gießt er nun denkbar gefährliches Gedankengut. Nicht, die Wirkung ist ja, wenn man diesen Vers nun anschaut, dass hier jedes Wort seine einzelnen eigene neue Gewichtung bekommt. Nicht? Es gibt keine Füllsel mehr, jedes Wort hat dann seinen Stellenwert. Es ist ganz klar, dass in dieser letzten Zeile das Wort Kommunismus sozusagen als letztes auftaucht wie eine Pointe und der Akzent dann mehrfach auf ihm liegt. Denn es ist so, der Hexameter hat halt diese sechs Hebungen, dem folgt dann in der Regel der Pentameter mit 5 Hebungen und dann geht es wieder von vorn los. In diesem schönen, schaukelnden Wechsel dieses epischen Versmaßes spielt sich das alles ab. Beschreibt das nochmal, dieses Versmaß. Also, und mit Donnergepolter rollte der tückische Marmor. Das ist Homer. Ja? Und so geht sozusagen, das ist die große Sprechweise der Ilias, ja? Und der Odyssee. Ja, es ist interessanterweise, also gut, eine Sache. Brecht bezieht sich ausdrücklich in seinem Plan hierbei auf einen römischen Dichter, Lucrez, der ein Lehrgedicht De Rerum Natura, von der Natur der Dinge, geschrieben hat, eine damalige Zusammenfassung atomistischer, stoischer Lehren in einem Lehrgedicht. Hier wird uns also die Natur vorgeführt, aber auch die menschliche Natur, der Wolkenzug, die Entstehung des Regens etc. etc. in einem ruhigen, gleichmäßigen Fluss. Dieses nun versucht er anzuwenden jetzt hier auf eine gesellschaftliche Theorie. Das ist sozusagen der Hintergrund. Aber die viel ältere Verwendung, die ist natürlich die von Homer und Hesiod. Im Grunde ist es nicht nur das Maß, in dem die großen Kämpfe, die Ilias oder die Heimkehr des Odysseus dargestellt wird, sondern auch übrigens Götterhymnen. Das viel interessanter ist, das ist auch mein Eindruck, dass Brecht es hier weniger im Sinne des Lehrgedichts als vielmehr als Hymnus verwendet. Dieses Gedankengut, was er hier transportiert, ist bereits klassisch. Daran wird nicht mehr gerüttelt. Das steht für ihn fest. Es ist auch keinerlei kritischer Prüfung mehr zu unterziehen, sondern es wird jetzt wie ein Hymnus auf die Götter des Marxismus oder auf die Götter dieser Theorie vorgetragen. Also was kommt da raus, wenn man hier in dieser klassischen, also getragenen Form, als sei es sozusagen von der Französischen Akademie verordnet, ja, hier etwas beleuchtet, was doch ganz auf Bewegung beruht. Mhm. Was doch gerade eigentlich zur Zerschlagung der Grammatik führen sollte. Naja, interessanterweise erzeugt er ja eine Bewegung, nur es ist sozusagen eine posthume Bewegung, so ein posthumes Schaukeln der Betrachtungen und der Gedanken. Nicht? Er sagt sowas wie, tiefer nämlich und dauernder ist als der Krieg noch der Völker, der Klassen, den unsere Geschichtsschreiber schamhaft verschweigen. Nicht? Oder es gibt auch idyllische Momente, die mich an Hermann und Dorothea von Goethe erinnert haben, wenn er sozusagen das Sprengen aller Grenzen durch die Kapitalflüsse beschreibt. Doch die Mauern halten das Tuch nicht und es erwecket der Handel das schlummernde Dorf. An der Küste bauen die Seestädte Schiffe, die neue Gestade erreichen, Afrika fleißig umsegeln und tapfer Amerika angehen. Das ist sozusagen noch der heroische Teil. Hier werden sozusagen die Verdienste dieser Bourgeoisie-Klasse, also wenn man so will, die bürgerliche Revolution auch durchaus in wunderbaren Einzelbildern dargestellt. Man kann also innerhalb einer Zeile also mehreren wichtigen sozusagen Reiz- oder Schlagwörtern ihren jeweiligen Akzent verleihen. Das hämmert sich ganz gut ein. Vielleicht gibt es Probleme mit dem Auswendiglernen, aber ich glaube, dass dieses Vers wird laut vorgelesen, skandiert. Nicht? Das heißt dann, kosmopolitisch, so macht sie Verbrauch und Herstellung der Güter, einheimisch alte Gewerbe zerstört sie und holt sich den Rohstoff aus den entlegensten Ländern und ihre Fabriken bedienen, Nöte und Launen erzeugt durch die Klimate anderer Regionen. Hoch in den Wolken den Bergpass erklimmen die fiebrigen Waren. Uralte Schlagbäume drücken sie ein und ihr Passwort ist billig. Ja. Ja, hier wird nur die ganze Warenlogik geschildert, also die Aufsprengung der Grenzen durch einen inzwischen Weltmarkt, ungehindertes Fließen der Kapitalströme und Verbilligung der Produktion, Drücken des Lohnes und so weiter. Ja, diese ganze Dynamik wird hier, wenn man so will, aufgehoben in einem schönen, epischen, ozeanischen Schaukeltakt.
Nicht? Eine andere schöne Passage, die behandelt sozusagen die Idee des Fortschritts. Zorniges Schelten vernehme ein Harun al-Raschid am Markte gegen die Bourgeoisie, die verarmenden Ladenbesitzer, nebst den Besitzern der kleineren Quetschen, die Handwerker, Bauern. Alle sie kämpfen mit Zähnen und Nägeln für kleines Besitztum. Wütend verurteilt der Schreiner die Möbelfabrik und der Bauer flucht auf den Traktor und jeder beklagt den Verfall unserer Sitten. Aber sie alle sind nicht für den Umsturz des Baus der Gesellschaft, sondern sie wehren sich nur gegen einen vollzogenen Umsturz in der Erzeugung der Güter. Sie schütteln zerschmetterte Fäuste. Was da so ruchlos hinwegschreitet über sie, das ist der Fortschritt. Das ist so ein klassisches Motiv, auch bei Brecht, das sich durch alle Stücke zieht, die Dynamik, wie der Kleinbürger am Ende auf der Strecke bleibt, wie der arme Landbesitzer auf der Strecke bleibt, sozusagen wie alles in ökonomische Kämpfe hineingerissen wird. Eine klassische Stelle ist, die tatsächlich auch wieder eine Formulierung aufgreift, wie sie wörtlich übrigens im Manifest steht. Da heißt es mal, um das mal zu zeigen, an einer Stelle, die Bourgeoisie hat enthüllt, wie die brutale Kraftäußerung, die die Reaktion so sehr am Mittelalter bewundert, in der trägsten Bärenhäuterei ihre passende Ergänzung fand. Erst sie hat bewiesen, was die Tätigkeit der Menschen zustande bringen kann. Sie hat ganz andere Wunderwerke vollbracht als ägyptische Pyramiden, römische Wasserleitungen und gotische Kathedralen. Sie hat ganz andere Züge ausgeführt als Völkerwanderungen oder Kreuzzüge. Nun Brecht, aber was sind Pyramiden uns noch und Roms Aquädukte, Kölns Kathedrale, die Völkerwanderung, was uns ein Kreuzzug, uns, die wir bauten, gesehen und Züge gigantisch wie diese, alles umstürzende Klasse vollführte, die immer und überall atemlos umwälzt, was selbst sie geschaffen. Sie lebt nur durch Umsturz. Hier kommen natürlich jetzt ganz neue Bilder herauf, nicht von Megacities, Shanghai, Dubai etc. Also all diese vielen Übernachtinvestitionen, wie wir sie jetzt gerade im letzten Jahrzehnt erlebt haben. Also eine ungehemmte Kapitalkonzentration an ganz neuen Stellen der Erde. Die Gesetze der Wirtschaft enthüllen sich wie der Schwerkraftgesetze, wenn über den Köpfen das Haus uns krachend zusammenfällt. Richtig, ja. So wird eigentlich, als ob durch Hämmern, ja, der Gedanke, die Metapher herausgetrieben wird aus dem Satz. Ja, also mir kommt das so vor als ein Zertrümmerungssystem, ja, grammatischer, normaler, freier Rede, ja, und dabei treten sozusagen Begriffe hervor, wie Erscheinungen. Mhm. Das kann man doch sagen. Ja, und vor allen Dingen hier an der Stelle, die du zitierst, merkt man auch wieder die Nähe dann doch zu Lucrez. Hier wird sozusagen gesellschaftliches Geschehen als Naturgeschehen, als Zwangsläufigkeit, als katastrophisches Geschehen, als Erdbeben und Überschwemmung etc. dargestellt. Es beginnt quasi mit dem ersten Satz des Manifests, diesem berühmten ein Gespenst geht um in Europa. Das gibt die Richtung vor. Bedeutet das eigentlich? Naja, zum einen ist es durchaus etwas ganz Schwammiges. Nicht? Dieser Kommunismus, wie es dann allmählich heißt im Text, wird hier als eine Art Chimäre, ein Gespenst, etwas, das man nicht ganz greifen kann, das aber doch irgendwie alle schon gestreift hat, geschildert. Sagen Sie damit, das gibt es eigentlich gar nicht, das ist eine Einbildung, entweder der Mächtigen, ja? Des Betrachters? Für mich legt die Verwendung der Metapher Gespenst schon nahe, dass es Ihnen selber nicht ganz geheuer war. Also Sie können noch nicht auf etwas Faktisches verweisen. Also etwas Unheimliches geht um in Europa. Genau, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche Polizisten. Genau, also dieses Gespenst entsteht durch die Gegenwehr oder durch die Reaktion darauf. Aber es bleibt ja bei der Metapher eines Gespensts. So könnte ein Text von Edgar Allan Poe beginnen. Es ist nicht fassbarer dadurch geworden. Und so gibt es viele Stellen, übrigens, das ist fast ein
eine literarische Tradition, die sich da schon ergeben hat, von Hegel her. Der Hegel-Schüler Marx hat von Hegel durchaus auch den Gebrauch der Metaphorik in philosophischen oder politologischen Texten übernommen. Immer dann, wenn es nicht ganz fassbar wird, muss die Metapher einspringen. Die eisernen Zeiger der Weltuhr. Was würdest du dir als Dichter darunter vorstellen? Naja, das ist offenbar eine Allegorie mit der Zeit. Nicht? Sie sind, Ist die irgendwo? Ist die in England? Also es gibt ja Uhren. Naja, die Idee der Weltuhr ist erstmal, dass die Zeit überall zugleich schlägt. Dass es also keinen Ort auf der Erde gibt, der ausgenommen ist von dieser synchronisierten Zeit. Und der eiserne Zeiger, das ist sozusagen... Genau, und dann hat die Zeit offenbar einen gewissen Notwendigkeitscharakter. Sie kommt sozusagen wie eine große Notwendigkeit über die Verhältnisse, über die Menschen. Und das sagt das Bild sozusagen des ehernen Zeigers, wie eine Dampfwalze. Sozusagen, sie verändert alles. Wenn du mir mal da interpretierst, was steht eigentlich da drin? Zu Anfang doch erstmal ein Loblied, ja, ein Hymnus auf die Dynamik der bürgerlichen Entwicklung. Mit viel Achtung, ja, vor dem Produkt der gesellschaftlichen Veränderung. Die Bourgeoisie ist ein wirklicher Revolutionär und die kapitalistischen Kräfte sind selber immer revolutionierend. Das ist erstmal 2/3 des Textes. Ja, also durchaus ein Hohelied auf die sogenannte bürgerliche Revolution. Und jetzt werden hier diese beiden Klassen, die sich sozusagen aneinander dann herausschälen, geschildert, Bourgeois und Proletarier. Brecht sagt dazu übrigens auch, dass darin sieht er quasi die Funktion dieses Manifests in der Herstellung dieser Begriffe. Die werden jetzt sozusagen herauspräpariert und eingehämmert. Und im zweiten Teil geht es dann um Proletarier und Kommunisten, denn das ist natürlich auch noch zweierlei. Proletarier sind de facto diese Lohnarbeiter, die das Heer der arbeitenden Masse, die Bourgeoisie oder das Kapital besser gesagt erzeugt. Die sind aber noch nicht politisiert, die haben noch kein Bewusstsein von sich selbst. Das erst schaffen die Kommunisten. Also in diesem riesigen Strom der Arbeiterheere schwimmen am Anfang nur ganz wenige Kommunisten. Und er stellt sich darin Großstädter... Und interessanterweise ist ja das genau die Dynamik gewesen, nicht? Also der Kampf der Gegenseite ging darum, Kommunisten und Proletarier voneinander möglichst zu isolieren. Und, Aufwiegler und Lohnarbeiter, ja. Und gewissermaßen, wenn man sich vorstellt, was er so meint, 1848 sind das junge Revolutionäre wie Bauer oder wie die Linkshegelianer, ja, und dann konkrete Arbeiter. Aber es ist noch sehr allgemein und sehr getrennt, ja, wer da zusammenwirken würde. Wer würde Arbeiter sein? Wer würde Kommunist sein? Wer? Na, dieses Manifest hat natürlich die Funktion, auch abzugrenzen gegenüber allen sonstigen linksschwärmerischen Theorien und zum Beispiel auch sich abzugrenzen gegen die Utopisten, gegen die Anarchisten und so weiter, gegen Proudhon und so fort. Kommunismus wird hier streng definiert als aus der Dynamik der Prozesse selbst folgend. Das heißt, der Kommunismus ist das Ergebnis am Ende der Vergesellschaftung des Kapitals, wie Marx sagt. Also eines Tages wird es sowieso so kommen, dass dieses Kapital sozusagen auch noch die besitzende Klasse abschafft. Produkt dieses Fortschritts. Ja. Das ist ein Teil des Überschusses. Ja? Im Grunde die eigentliche Logik ist des Manifests, dass man nur zu warten braucht. Aber mit hohem Bewusstsein. Ach, ich glaube, Brecht hätte sich sozusagen auf dem Höhepunkt und im Vollbesitz seiner schöpferischen Kräfte als eine Art Verstechniker bezeichnet. Also jemand, der ganz gut Bescheid weiß über die technische Seite der Literatur, also wie wendet man Verse sozusagen zielführend, gewinnbringend an. Ihm war fast auch hier und da egal, was er damit nun formuliert. Das ist ja wirklich eigenartig. Das ist ja der Punkt, dass er die Theoretiker wieder konsultiert, den Korsch, sozusagen einen strengen Marxologen. Der muss ihm sagen, ob auch inhaltlich alles korrekt ist. Seine eigene Lust liegt im Grunde hauptsächlich darin, das nun in Verse zu fassen. Er hätte auch irgendwas ganz anderes. Ich sage, er hätte auch Darwins Evolutionslehre in Hexametern fassen können.
oder eine andere oder die Newtonsche Physik und so weiter. Ihm ist das fast egal, das ist eigenartig. Auch die Schnelligkeit, mit der er den Stoff ergreift und wieder fallen lässt, ist auffällig, oder? Ja, aber wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, wenn man einen Satz, einen theoretisch guten Satz oder einen poetisch dichten Satz ins Französische übersetzt aus dem Deutschen, von dort ins Russische, von dort ins Italienische, ins Lateinische, ins Englische und dann wieder zurück, dann ist das ja, wird sich der Satz leicht verändert haben. Und er wird wie ein Prisma ganz verschiedenen Glanz annehmen. Und so ähnlich, wenn ich etwas in Prosa äußere, in Hexametern einfasse, wie man Edelsteine schneidet, in Reime aufnehme und das noch von verschiedenen Menschen gemacht wird. Und dann im Jargon, also an der Theke in Oberhausen noch einmal Feil biete, dann würde auch so ein Satz sich wandeln. Er würde abgeschliffen ein schöner Stein. Wir könnten auch sagen, dass hier natürlich eine Ästhetisierung vorliegt. Der Gedanke wird in dieser Form begehbar. Er ist herausgelöst aus dem Argumentationszusammenhang. Er muss sich nicht mehr beweisen, sondern er kann jetzt von außen betrachtet werden. Schöne, große, klassische Gedanken können jetzt sozusagen wie Objekte angeschaut werden. Das ist die Wirkung des Hexameters. Das sage ich, das hat in der Tat etwas Einlullendes. Es ist sozusagen damit dem unmittelbaren Streit und der theoretischen Auseinandersetzung entzogen. Das hat aber eigentlich schon einmal, es ist übrigens ein ganz Schillersches Verfahren, so wie Schiller Gedankengänge von Kant übrigens in ganz ähnliche Versmaße nachher überträgt. Wir können auch ganz klar sagen, vielleicht klingt das zu despektierlich, aber Marx oder was Marx für Brecht war Kant für Schiller. Sozusagen ein neuer, tragfähiger Idealismus. Und das, was bewundernswert ist, dass sie sich die Mühe geben. Ja? Aber Dramatiker brauchen so etwas. Nehmen, ja? Und zu sagen, es gibt zwischen Theorie und Poesie keine Grenze. Das ist ja der Kerngedanke bei Schiller. Ja? Und während alle anderen Romane schreiben, ja, Petrarca nachfolgen, eigentlich im Wesentlichen Liebesromane schreiben, ich schreibe Gedanken. Ja, ist eigentlich eine stolze Haltung gegenüber den Mitteln der Poesie. Und so auch bei Brecht. Ja. Gefällt mir gut. Und wenn du nochmal eine Stelle lesen würdest, ja, eine längere Stelle, dass man sich einfach mal hineinhört in diesen Ton. Über 124 zum Beispiel. Umsturz der Maschinerie und der Weise, in der produziert wird. Und so des Baus der Gesellschaft und all ihrer lebenden Teile. Ja, immer war die Behaltung der Weise, in der produziert wird, Sorge der herrschenden Klasse gewesen, die war die erste, welche die Umwälzung selbst zur ständigen Einrichtung machte, ihre Gebäude errichtend auf ewig bebender Erde. Fürchtend nichts als den Rost und das Moos vergewaltigt sie täglich, jede Gewalt der Verhältnisse, alle gefestigte Sitte. Alles Ständische fällt sie und alles Geweihte entweiht sie. Und es stehen die Menschen entsichert auf rollendem Boden. Das ist ein guter Vers, nicht? Endlich gezwungen, mit nüchternen Augen ihr Dasein zu sichten. Aber dies alles geschieht nicht in einem Land oder zweien, denn der Unstillbare ließ mit. Denn der unstillbare Drang nach dem Absatz der schwellenden Waren jagt unsere Bourgeoisie ohne Unterlass über die ganze Erdkugel hin wie im Taumel. Überall muss sie sich anbauen, überall einnisten, überall knüpfen die klebrigen Fäden. Kosmopolitisch, so macht sie Verbrauch und Herstellung der Güter. Einheimisch alte Gewerbe zerstört sie und holt sich den Rohstoff aus den entlegensten Ländern und ihre Fabriken bedienen. Nöte und Launen erzeugt durch die Klimate anderer Regionen. Nun kommt die schöne Stelle mit dem Bergpass. Hoch in den Wolken den Bergpass erklimmen die fiebrigen Waren, uralte Schlagbäume drücken sie ein und ihr Passwort ist billig. Ballen, Katun schießen Breschen in alle chinesischen Mauern.
Radio Moscou International. Notre journal d'information. En voici les principaux titres. Le président Zelensky a signé la collaboration, le partenariat et la coopération.
Hier gibt es eine Ausgabe von 1932 vom Kapital. Und zwar dem von 1872. Ja, der zweiten Auflage. Der zweiten Auflage, die Marx hergestellt hat, ohne alle Verbesserungen, ohne das, was Kautsky und so weiter und andere Herausgeber noch hinzugefügt haben. Ja? Und da schreibt Karl Krosch das Vorwort. Ja. 1932. Man weiß schon, da kommt etwas als Nationalsozialismus auf uns zu. Da ist schon eine Spaltung in der Arbeiterbewegung ziemlich perfektioniert. Ja. Und es gibt den Berliner Verkehrsarbeiterstreik, wo sich Kommunisten und Nationalsozialisten zusammenschließen. Ja. Und hier schreibt er das Vorwort, eine Art Gebrauchsanweisung. Wie Geleitwort, Geleitwort, also Umgang mit dem Kapital. Also wie liest man so ein Buch? Und zwar 1932, wie liest man es da? Ja. Naja, ich meine, er schlägt ja da eine Reihenfolge der Lektüre vor, die etwas ungewöhnlich ist und die so unserem Denken auch ein bisschen entspricht, also nicht von vorne anzufangen, also mit den systematischen Teilen, sondern mit dem Arbeitstag anzufangen. Das heißt also zunächst einmal die Phänomenologie der Wirkungen des Kapitals, also sichtbar zu machen und natürlich ich meine, einen gerade Tag Lebenszeit, nicht? Einen Tag Lebenszeit. Überhaupt, also das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Lebenszeit, das ja da in diesem Arbeitstag-Kapitel von Marx sehr ausführlich behandelt wird, was ja auch schon angedeutet ist, also die 10-Stunden-Will und diese Errungenschaften auch der Arbeiterbewegung und der Verkürzung der Arbeitszeit. Das heißt, sich zunächst einmal ein Bild von den Erscheinungen und den schmerzverursachenden Problemen dieses Kapitalismus zu machen in der Aufteilung des Arbeitstages, damit einzusteigen, um dann die übrigen Kapitel von Marx, die eher systematischer Art sind, zu besser verstehen zu können. Und wenn man dieses Kapitel hier liest, dann kommt man gleichzeitig in Kämpfe und Beschreibung von Kämpfen um den 8-Stunden-Tag, um den 10-Stunden-Tag hinein und gegen die Kinderarbeit. Das heißt, man ist in einer konkreten Situation und sieht eines, was man beim Warenfetisch hinterher braucht. Wie greift das ins Leben von wirklicher Menschen ein? Ja. Es gibt also zwei Produkte der industriellen Revolution. Das eine sind die Fabriken, die Warenwelt, die Warensammlung, der Reichtum, den das Kapital dann aneignet. Aber zweitens Kooperation. Kooperation, lebendige Arbeit. Das eine ist das Erste, was du genannt hast, ist gewissermaßen die angesammelte tote Arbeit. Das sind die verstorbene Arbeit, wie er sagt. Nicht? Und das Zweite, dort, wo lebendige Arbeit tätig ist nochmal eine eigene Logik im Und deren Zuarbeit kann man nur gewinnen. Die kann man nicht stapeln und die kann man eigentlich nicht kaufen. Nein. Und die rebelliert auch. Ich glaube, das ist das rebellische Element, das er dann also auch mit der Geschichte der Produktivkräfte verknüpft. Die lebendige Arbeit hat in sich ein rebellisches Element gegenüber dem, was als tote Arbeit sich darüber lagert. Und da ist das Verblüffende in diesem Roman hier, nicht? Oder in diesem Kommentarwerk, dass das in Wirklichkeit Menschen sind, die untereinander sich vergleichen. Dass in jeder Ware ein Lichtchen sich befindet. Und das ist die darin investierte Arbeit. Ein Stück Leben transportieren diese Ware. Deshalb spricht er auch von verstorbener Arbeit. Der Ware als einer verstorbenen Arbeit. Und wenn Marx jetzt etwas die Sprache von Hölderlin hätte, dann würde er sagen, dass die Waren so begehrenswert sind. Dass wenn man ausgehungert ist nach Waren, dass man dann Regierungen stürzt. Oder Reiche implodieren. Das hat den Grund, dass sich diese verstorbene Arbeit und die lebendige Arbeit und dieses lebendige Begehrungsvermögen von Käufern einander wiedererkennt. Ja, natürlich sind Spiegelungen. Spiegelungen und das ist ja dann auch
sein Begriff von Entfremdung und Selbstentfremdung, dass dort, wo das nicht mehr gespiegelt wird, also wo gleichsam das, was ich produziere, mir enteignet wird, ich diesen Objekten, die eigentlich meine Objekte sind und meine Wertschöpfung ist, fremd gegenüberstehe. Und deshalb dieses fremde Gegenstandswelt zurückzunehmen in den lebendigen Zusammenhang, eigentlich das ist, was Sozialismus ist im Ernst. Gewissermaßen die Verlebendigung des Toten. Würdest du sagen, also dass hier die Wiederauferstehung der Toten versprochen werden müsste? Ich weiß nicht, die Wiederauferstehung der Toten, das ist Jesus vielleicht zu theologische, also zu religiöse Deutung, aber Marx hat schon die Vorstellung, dass die Produktion der Verkehrsform selbst ist Kommunismus, sagt er. Also wie die Menschen jetzt miteinander umgehen und wie sie die objektivierten Gegenstände verwenden in ihren Lebenszusammenhängen, ist ein wesentliches Element der Befreiung, der Emanzipation des Sozialismus für ihn. Insofern ist die Auferstehung des Toten, also die Überwindung der toten Arbeit, die ist ein wesentliches Element. Überwindung oder die Flüssigmachung? Ja, das heißt also, die Straßen. Die Einbeziehung dieser wahren Welt in die Zwecksetzung menschlicher Verhältnisse ist also die Wiederaneignung. Wiederaneignung. Ja? Das heißt, die Straßen, die Städte, die Gewohnheiten, die Gesetze. Ja, aber auch sozusagen die Werkzeugmaschinen, ja, die neue Maschinen machen können, die Erfindungen. Ja, alles dies sind gewissermaßen geronnene Arbeit. Ja. Und diese Arbeit der Vorfahren ist der Reichtum, ja, wenn wir ihn uns also nicht zunutze, aber wenn wir ihn einführen der Sozialismus könnten. Also die Idee des Sozialismus besteht darin, das, was an Reichtum von Generationen erzeugt wurde, als Ernte einzubringen. Also das ist der eigentliche Kritikpunkt von Marx am Kapitalismus. Er kann seine eigene Ernte nicht menschlich einbringen. Er bewundert ja, also im Kommunistischen Manifest, es ist ein Loblied des Kapitalismus, was der dynamisch hervorbringt, wie er bornierte Verhältnisse Mauern zu bauen und er zerschlägt. Aber er kann es eben nicht das er kann sich aufbewahren. Einbringen. Und das ist natürlich ein höchst aktueller Gesichtspunkt. Der überquellende Reichtum dieser entwickelten Gesellschaften kommt diesen Gesellschaften nur zum Teil zugute. Er verpufft sozusagen, wie bei einer Explosion. Und wenn man dieselbe Explosivkraft, wie beim Ottomotor, in ein Gefäß bringen könnte, das etwas transportiert, dann hätte man sozusagen eine gebändigte Explosivkraft. Das wäre eigentlich der Sinn. Ja, und deshalb ist auch immer wieder, ich meine nicht zufällig, so die antike Stadt, diese Polis-Idee. Du hast gerade Hölderlin erwähnt, bei dem ist ja diese Polis-Idee die entscheidende Vorstellung von Gemeinwesen, ist die immer wieder eine Gefäßgröße, also Athen zur Zeit des Perikles als eine Gefäßgröße, bei der man noch so viel Berührung hat, dass man gemeinsame Entscheidungen zustande bringt. Und Kontrollen möglich sind über die gegenständliche Welt. Wenn du jetzt einem, der das Buch nicht gelesen hat, das Kapital, sagen solltest, was steht da drin? Wie würdest du das spontan wiedergeben? Im Grunde steht da drin, jedenfalls in diesem ersten Band, und für mich ist auch der erste Band so der entscheidende Wurf und Entwurf, steht da drin, wie das Kapital in Beziehung zu Lohnarbeit funktioniert. Die Logik des Kapitals, wie der Produktionsprozess des Kapitals, wie der funktioniert. Und zwar jetzt unabhängig von Bindungen, von Brechungen, sozialstaatlichen Bindungen und so weiter,
wie die Logik aussieht. Es war immer die Kritik von Habermas und auch mir und anderen, dass Marx nicht die sozialstaatlichen Einbindungen berücksichtigt habe. Und heute kann man davon sprechen, dass das Kapital zum ersten Mal in der Geschichte so komplett genau funktioniert, wie Marx es in diesem Kapital beschrieben hat, nämlich von allen Brechungen. Also in der Globalisierung, In der Globalisierung löst es sich von allen historischen Umständen tendenziell. Auch moralischen Umständen und häufig sogar von rechtlichen Umständen. Insofern hat für mich dieses Kapital, so wie Korsch es hier vorstellt, einen ungeheuren Aktualitätswert, indem man sehen kann, wie ein Kapital das andere totschlägt. Also so in den letzten Kapiteln wird nochmal der Zirkulationsprozess des Kapitals analysiert. Und diese Fusionsmetaphysik, die es heute gibt, ist da komplett vorausgesehen. Und zwar nicht prophetisch, glaube ich, sondern durch eine beeindruckende, genaue Analyse der Bewegung dessen, was Kapital ist. So wie Mutation und Selektion zwei Regeln sind, nachdem das Leben die Zufallsproduktion reguliert. So ähnlich gibt er hier die Elemente. Hat er wohl auch sich in Parallele zu Darwin verstanden, nicht? Also so, er beschreibt den gesellschaftlichen Produktionsprozess im Unterschied zum Gattungsprozess, den Darwin im Auge hatte. Das ist ja eine Gedankenmaschinerie, eine analytische Maschinerie. Ja? Wie kann man das mit Bildern so begleiten, dass Bilder nochmal kommentierend wirken? Herausfordernd, kommentierend, illustrierend, aber nicht einfach nur bebildernd, sondern dass das Bild, das der konkreten Situation näher ist, die Abstraktion immer wieder herausfordert. Also beim Arbeitstag ist es ja klar. Ja, beim Arbeitstag ist es nicht schwer. Aber er selber hat ja so Andeutungen gemacht im Warenfetisch. Also wenn er von Warenfetisch, von Phantasmagorien oder davon spricht, dass plötzlich sich die Menschen auf den Kopf stellen. Was meint er damit? Ja, weil in der Warenproduktion wird der Tauschwert dominiert inzwischen den Gebrauchswert, obwohl der Tauschwert aus dem Gebrauchswert kommt. Meinte, also dreht sich der Warenfetisch besteht ja darin, dass die eigene Geschichte der Ware verloren geht. Also dass praktisch das Gedächtnis, das die Ware hätte, von ihren eigenen Entstehungsbedingungen verloren geht. Was sie beim Handwerk noch hat, bei dem Kardeljak, dem Goldschmiedemeister, der den Schmuck verfertigt und übrigens nicht locker lässt, der gibt ja seine Geschmeide gar nicht weg. Nein, der verkauft sie nicht. Nein, sondern der tötet die Menschen, der bringt sie um und holt sich das wieder zurück, was er produziert hat. So das wäre das Gedächtnis der Ware. Natürlich etwas sehr Borniertes. Das ist ja sozusagen sehr schwierig. Sehr schwierig. Wenn die Warenhersteller wenn sie als Waren hergestellt werden. Das ist das bei Balzac ja die Schwierigkeit. Sie werden ja schon die Geschmeide als Ware hergestellt. Wenn sie nur als Gebrauchswerte hergestellt würden. Aber der Gobseck beispielsweise, der sozusagen eine Tochter herstellt und Geld herstellt, also Reichtum herstellt. Und in beiden ist er geizig. Er gibt es nicht weiter. Das ist sozusagen erstmal eine rudimentäre Verhaltensform. Ja, das ist rudimentär und das ist eigentlich der Geiz des wahren Sammlers, des Sammlers. Der Sammler gibt ja nichts her. Nein, das ist wie ein Drache. Nicht bewacht er das, was er geraubt oder gemacht hat. Und da ist jetzt sozusagen zunächst mal das Kapital ja was Schöpferisches. Das bringt das durcheinander. Schöpferisch durcheinander. Naja, und ich meine, das ist natürlich auch ein Element, also wenn man jemand erklären will, was da so drinsteht in diesem Kapital, diese ungeheure entwickelte Dynamik, nicht, die alle herkömmlichen Verhältnisse aufsprengt. Der Kapitalismus ist eben die Wirtschaftsform, die im Unterschied zu der bewahrenden Wirtschaftsformen vorher
Pharaos, Vorratshäuser. Nur aus Dynamik, aus dem Zerbrechen besteht. Also so wie Josef Schumpeter das einmal den unternehmerischen Menschen definiert hat. Er zerstört, er muss zerstören Altes, um Neues aufbauen zu können. Das hat es in dem Sinne in der Ökonomie des ganzen Hauses nicht gegeben. Seit Aristoteles, also seitdem man über Ökonomie nachdenkt, ist Ökonomie das sorgfältige Haushalten im buchstäblichen Sinne, langfristig sorgfältiger Haushalt. Was dieser Kapitalismus bewirkt, ist eine kurzfristige Haushaltung und im Grunde die Verschiebung auch der Kosten auf die nächste Generation, auf die Zukunft. Nicht? Jetzt nochmal zu den Bildern. Also Arbeitstag. Und die Summe aller Arbeitstage ist mein Leben. Ja. Und jetzt gibt es einen Arbeiter und der kommt gegen Ende seines Arbeitslebens zur Ärztin und sagt, diese Tabletten hier, die ich für meinen Magen brauche, ja, ist die Gegenleistung dafür, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe. Das ist kein Äquivalent. Yeah. Und es tröstet mich überhaupt nicht, dass mein Arbeitgeber ebenfalls magenkrank geworden ist, ja, und auch diese Tabletten nimmt. Also Gleichheit ist nicht das, was ich suche, ja, sondern ich suche ein besseres Leben, einen anderen Tausch. Ja, und vielleicht auch bessere Arbeit. Also dadurch, dass man ein ganzes Menschenleben und einen Arbeitstag und die Minute, in der ein Arbeitsunfall entsteht, ja, überhaupt miteinander vergleicht, wie auf einer Karte, einer Landkarte, einem Navigationsmittel. Ja, dadurch kommen Bilder zustande. Die sind gar nicht so konkret, wie man meint. Sie bezeichnen Maßverhältnisse, Relationen. Ja. Ich meine, ein Bild hält ja einen Augenblick fest, der sonst sehr, sehr flüchtig weitergehen wird. Und der Augenblick ist das Ganze? Ja? Und der Augenblick ist dann wirklich die konzentrierte Erfahrung, die konzentrierte, lebendige Erfahrung, die festgehalten wird. So ist es im Leben gemeint, ja, nicht? Und das zeigt der Augenblick. Ja. Und das ganze Leben zeigt es nochmal. Und da haben wir natürlich so als Analytiker und also so Schriftsteller weniger, aber so die ausgebildeten Analytiker auch aus der Frankfurter Schule so ihre Schwierigkeiten, also Bildwelten auch zu entwickeln, die das konkret machen, was die Wahrheitsanalysen, die Erkenntnisse darbietet. Und ich glaube, es gibt so eine Aporie einen Widerspruch zwischen Bild und Begriff. Man müsste mit den Bildern seriell umgehen lernen. Das heißt, ein Bild, die Variante des Bildes, die Variante des Bildes, die Variante und so weiter nebeneinander legen, sodass man mit Bildern und Situationen kommentieren lernt. Ja. Was man das wäre natürlich die etwas weniger beschleunigte Bildfolge wie im Film. Viel. Also der Film ist eigentlich ungeeignet, das zu machen. Ja, der ist zu schnell. Er ist zu schnell. Und er löscht vor allen Dingen durch den neuen Eindruck die Älteren. Ja? Und man hat nur manchmal Glück, dass die Älteren unbewusst weiterwirken. So in einem Gedächtnis, das unter dem Gedächtnis liegt. Ja? Und jetzt die künftigen Bilder des Films einfärben. Ja. Das kann dann das kann Epiphanien erzeugen. Ja. Das ist das, was Eisenstein im Grunde will. Ja? Aber es ist ein sehr schwaches Mittel. Denn wenn einer dafür unempfänglich ist, dann geht das nicht. Ja. Und eine Musik nur für Musikalische ist eigentlich falsch. Ja. Nur ist natürlich die Frage, ich meine, was Eisenstein da beabsichtigt hat, also das Kapital zu verfilmen, nicht einen Film über das Kapital zu machen, nicht? Was nicht das Gleiche wäre. Ich meine, Eisenstein ist ja jemand, der auch immer Lehrstücke liefert, also Lernprozesse im Ganzen. Ja, das wollte er aber hier nicht. Filme. Hier wollte er weitergehen und sagen, das Anekdotische, Beispielhafte, das Lehrmäßige, ja, was ich noch in Oktober habe oder in Panzerkreuzer Potjomkin, das möchte ich verlassen. Und ich möchte hier doch den Subtext der Menschen erreichen. Und also einen Tag beschreiben von 14 Uhr bis zur Nachtstunde von zwei Menschen. Und in diesem Arbeitstag, in diesem Lebenstag
müsste eigentlich alles auftauchen, ja, was in der Weltgeschichte, in der Ökonomie, im Produktionsprozess des Kapitals relevant ist. Ja. Und das ist vielleicht auch eine Selbstüberforderung. Ich meine, es ist er hat was Ulysses anderes, ein von bisschen Joyce wie vor Ulysses. sich und sagt, na gut, Ulysses, das geht. Für Dublin geht das. Geht, aber Ja. der wollte ja auch nicht das Kapital verfilmen. Oder anders gesagt, er hat nicht in Bildern gearbeitet, er hat mit Worten gearbeitet. Worten. Ja. Mit Worten geht das vielleicht. Mit Bildern ist sehr, sehr schwer. Man könnte Aber ja sagen, ich mache nur Fragmente, ja, und hoffe darauf, dass die Zuschauer die Lücke zwischen den Fragmenten selber ausfüllen, denn sie haben Erfahrung. Das ist eine Ressource unglaublicher Art, was an Vorstellungsvermögen in erfahrenen Menschen, in Zuschauern naja, gut. steckt. Dann wäre es so, dass er die Fragmente liefert, damit Sie diese Fragmente aus eigenen Erfahrungszusammenhängen zusammensetzen. Wie Attraktoren, nicht? Als ging es um einen Dialog zwischen Leinwand und Zuschauer. Ja. Nicht? Das ist nicht ganz Nein. utopisch, das kann sein. Das ist in einem anderen Art von Kino ist das möglich. Das ist Ja. Heterotopie. Ja. Und jetzt nehmen wir mal an, ihm wäre da ein Stück von gelungen. Und ein anderer Regisseur hätte es wieder aufgegriffen und auch ein Stück davon gemacht. Und in der Protestbewegung greift man es wieder auf. Und Godard hätte nicht diese Cinetracts gemacht, sondern sich darum gekümmert. Und einige andere Regisseure auch aufgewiegelt. Denn es ist ja nicht unmöglich, dass man solche Bilderfolgen entwickelt. Ja, aber trotzdem stellt sich für mich natürlich die Frage, worüber geht das hinaus? Also ich meine, was ist der zusätzliche Erklärungswert? Also selbst wenn er nicht ein Lehrstück wie Potjomkin oder so liefern wollte, was wollte er? Wollte er ausprobieren, eine mediale Möglichkeit im Film, die Kritik der reinen Vernunft oder Hegels Logik, das sind ja vergleichbare Projekte, als Filmprojekte, als Experiment zu entwickeln. Warum gibt soll es dieses in den beste- Notaten, gibt es Hinweise darauf, Ja. was er damit, warum Ja. er das wollte? Ja, und er sagt, also im schlimmsten Fall kommt raus eine solche Kritik am Filmmedium, dass sich das Filmmedium verändert. Aber vielleicht kann der Film auch das Denken unterstützen. Ja. Und zwar nicht als Prothese oder als Hilfsmittel, sondern selber denken, auf eine andere Weise befestigen. Dass es nicht in der Studierstube, nicht nur in Worten stattfindet, die Kommunikation nicht unter den Gelehrten nur stattfindet, sondern zwischen verschiedenen Teilen der Bevölkerung. Und dazu brauche ich Situationen. Ja. Und Situationen kann ich mit Bildern besser verankern, als bloß mit Worten. Denn situativ ist hier im Kapital relativ wenig. Ja. Es kommt schon vor. Es gibt zum Beispiel die Situation, wo Kapitalist und Lohnarbeiter sich gegenüberstehen. Das ist in dem Ende des Kapitels über den Warentausch. Und Machen wir der das doch eine mal. geht frohlockend davon und der andere, sagt Marx, geht etwas betrübt davon, als hätte er seine Haut verkauft und erwartete jetzt die Gerberei. Und jetzt nimm es mal konkret. In Form von Bildern, ja, sieht so eine Situation in verschiedenen historischen Zeiten verschieden aus. Ja. Bei den Webern stehen die Familien dahinter, ja, wie Männer vor der Villa, ja, des Fabriksbesitzers. Und im offenen Streit, seitlich schon die Polizei und die Dragoner, ja, nicht, die den Aufstand, die Rebellion der Arbeiter unterdrücken werden. Ja? Und so geht eine Auseinandersetzung. Das hat Schleef oder Gerhard Hauptmann so inszeniert, das ist ein Bild. Ja. Und das andere Bild wäre, das heißt, der Arbeiter hat ja mit seinem Unternehmer nur Berührung über den Prokuristen oder sogar den Buchhalter oder den Lohnauszahler. Ja. Und das mag eine Frau sein, ja, die zu ihm gehört, ja, und eine aufgestiegene Arbeiterin ist. Das heißt, hier wird es indirekt. Mhm. Und die schlimmste Szene ist, wenn der Unternehmer an der Riviera irgendwo sitzt, ja, und die Krise in der Fabrik stattfindet.
Also Arbeitskampf mit Unternehmer an fernem Ort. Ja. Das ist die schwierigste Situation für Kampf und Begegnung. Das heißt also, du hättest hier viele Fälle, in denen die persönliche Berührung, das Gespräch zwischen den Tauschenden, dem Unternehmer und dem Arbeiter, tendenziell abstrakter wird. Sodass der Arbeiter zum Schluss den Unternehmer gar nicht mehr sehen kann. Natürlich, ist richtig. Ja. Man wird auch in der Kritik der reinen Vernunft sehr viele Situationen, eben wie im Schematismus-Kapitel da, wenn er über den transzendentalen Hund schreibt oder so, kann man ja wirklich den Pudel also dass der Bernardiner und der Pudel oder der chinesische Pinscher unter dem Begriff Hund erfasst werden können, obwohl sie keine Ähnlichkeit haben. Keine Ähnlichkeit, auch vor allen Dingen sagt Kant, dass es keine konkrete Erfahrung von einem einzelnen Hund geben müsse, ist so eine... Und trotzdem kann man sie gegen jede Art eine richtig des komische Kojoten, der Katze und Situation unterscheiden, obwohl sie ganz ähnlich aussehen können. Und das ist ein zentrales Kapitel der Schematismus. Vernunft. Und wenn man das, also es gibt ja poetische Stellen im Kapital, eine ganze Menge. Lass uns doch mal einen hier so analysieren. Wenn du zum Beispiel aus dem Orbit auf unsere Erde blickst und siehst, da gibt es bei Japan, dann wieder bei Shanghai, dann gibt es diese elektrischen Funken, diese Erleuchtung des Planeten in Europa, dann wieder in den USA. Auf dem Pazifischen Ozean siehst du fast gar nichts und in Afrika wenig Lichter. Dann hast du eigentlich ein Bild des Fleißes, dessen, was nachts geschieht auf unserer Erde, was da arbeitet. Du hast Nachtarbeit dargestellt. Ja. Und Kooperation im Übrigen, Zusammenhang, den man sonst nur fühlen kann. Ja. Das wäre doch ein Bild. Das wäre ein Bild, ja. Oder nimm ein anderes Bild. Hier im Arbeitstag bei Marx wird beschrieben, wie Kinder, 11-Jährige, 9-Jährige, in der Seidenproduktion auf hohe Stühle oder Podeste gestellt werden, damit sie an die Maschinen ranreichen. Man braucht diese Kleinen aber, weil sie mit ihren feinen Fingern, mit dieser Seide umgehen können. Ja. Und die Lobby der Seidenfabrikanten macht eine große Reklame. Wir müssen unsere Fabriken schließen, wenn Kinderarbeit nicht mehr möglich ist. Und sie kriegen Kinderarbeit. Und das gilt ja genauso für die Bergwerke, also die Kinderarbeit nicht, weil sie also möglichst niedrig, also die niedrigen Stollen, also am besten reinkriechen können. Das ist alles richtig, das kann man sicherlich so... Und jetzt ist das gleichzeitig bildhaft und gleichzeitig zeigt es die Ferne dieser Texte, dass diese Situation ist nämlich überwunden worden. Da hat die Arbeiterbewegung einmal gewonnen, dass sie die Kinderarbeit mindestens in unseren Breiten völlig beseitigt hat. Ja. Und den 8-Stunden-Tag errungen hat. Ja. Das heißt also, hier wäre die Information des Bildes, die Distanz zu zeigen zur Gegenwart. Naja, aber die 8-Stunden-Tag, der ist ja wieder in Frage gestellt. Also es wird ja wieder mehr gearbeitet. Insofern ist das Prinzip, also ändert sich gar nicht. Immer, also die Verteilung von Lebenstag und Arbeitstag ist ein zentrales Problem eben für unsere Gegenwart geblieben. Ich denke auch noch an die Bilder zum Beispiel aus dem Kapitel ursprüngliche Akkumulation, wo er ja sagt, also die Menschen ziehen in die Städte. Und, weil sie gezwungen werden, weil ihre Hütten abgebrannt werden. Und wenn sie 4 Wochen nicht Arbeit finden, dann bekommen sie ein S aufgedruckt und also Slave. Und wenn sie ein halbes Jahr keine Arbeit finden, werden sie hingerichtet. Und Elisabeth I. hat 72.000 hinrichten lassen von Bettlern. Und also gewissermaßen die sozialen Bedingungen sind gut ins Bild zu setzen. Was für mich das Problem ist, dass gewissermaßen die Theorie, also wenn man das Kapital verfilmt, dann muss ist das irgendwie... das Erregende,
Diese Bilder wären am erregendsten. Ja. Sie wären aber im Grunde zur Analyse des Kapitalprozesses fast unbrauchbar, denn das könnte auch Genghis Khan gemacht haben. Genau. Ja. Ja. Ohne viel Sinn. Ja. Während hier hat es einen Sinn. Ja. Ja. Das ist allerdings der Unterschied. Also das heißt, dass die Cottages der englischen Pächter niedergebrannt werden, hat den Grund, dass da Schafe weiden sollen, wo vorher Menschen arbeiteten, weil das bringt den Tauschwert in Antwerpen. Ja, und man kann natürlich das Kapitel, in dem er beschreibt, also Thomas Morus zitiert, dass wenigstens die Kirchen als Schafställe benutzt werden, ist natürlich ins Bild, sehr schön ins Bild zu setzen. Aber das wäre wiederum jetzt bei Napoleon ohne den Kapitalprozess genauso. Nicht? Da wären es Pferdeställe. Aber deshalb die Frage, was ist... wesentlich, was ist unwesentlich, was ist einfach nur ein romanhaftes, spannendes Bild, ja? Sodass man auf die nächste Liebesgeschichte, die man dort ansiedeln kann, wartet. Ja. Nicht? Was ist also Roman, was ist Analyse? Das wäre sehr interessant. Aber eines finde ich wichtig, dass man eine ferne Wirklichkeit, wie meinetwegen Kinderarbeit, hier diese kleinen Lebewesen, diese kleinen Britinnen, ja, die in der Seidenproduktion da oben auf einem Podest stehen und mit ihren kleinen Fingern 10 Stunden am Tag arbeiten und verbraucht werden in ihrem Leben. Ja? Das ist nichts Aktuelles. Und das auszuhalten, so etwas wahrzunehmen als einen früheren Zustand, gibt auch für die Jetztzeit einen neuen Blick. Immer. Man würde nämlich suchen jetzt, wo gibt es etwas Adäquates? Man würde feststellen, es gibt es hier jetzt gar nicht, auch nicht in Bangladesch, ja, nicht? Und gleichzeitig gibt es anderes. Ja. Das wäre Crossmapping. Das heißt, mit einem Bild, nach anderen Bildern suchen. Und das ist das mit der Antike. Das ist sozusagen, ich kann in einem lateinischen oder griechischen Text etwas über meine Zeit erfahren, Selbst wenn es gerade weil die Zeit völlig vergangen ist. Ja. Weil da geht die Vorstellung... Ja, das gilt auch also für die politische Analyse. Man kann also an der Senatsherrschaft, an dem Zeitalter von Perikles sehr viel erläutern. Gerade weil es keine Berührung mit unserer Erfahrung hat, nicht? Ja, ist es nochmal für das Vorstellungsvermögen ein neuer Platz. Ja. Es muss so fern sein wie der Mond. Ja? Und dann kann ich es noch einmal mit meinem Vorstellungsvermögen besiedeln. Ja.
Man brennt etwas ein, damit es im Gedächtnis bleibt. Nur was nicht aufhört, weh zu tun, bleibt im Gedächtnis. Das ist ein Hauptsatz aus der allerältesten, leider auch allerlängsten Psychologie auf Erden. Man möchte selbst sagen, dass überall, wo es jetzt noch auf Erden Feierlichkeit, Ernst, Geheimnis, düstere Farben im Leben von Mensch und Volk gibt, etwas von der Schrecklichkeit nachwirkt, mit der ehemals überall auf Erden versprochen, verpfändet, gelobt worden ist. Die Vergangenheit haucht uns an und quillt in uns herauf, wenn wir ernst werden. Es ging niemals ohne Blut, Martern, Opfer ab, wenn der Mensch es nötig hielt, sich ein Gedächtnis zu machen. Die Vernunft der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, diese ganze düstere Sache, welche Nachdenken heißt, alle diese Vorrechte. Und Prunkstücke des Menschen. Wie teuer haben sie sich bezahlt gemacht? Wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grund aller guten Dinge? Nietzsche zur Genealogie der Moral, Werke, Großoktavausgabe, Band römisch 7, Leipzig 1921, Seite 348, zitiert von Max Horkheimer in Autorität und Familie, Seite 12. Marx schreibt an einer Stelle, der Warentausch entwickelt sich an den Rändern der Gesellschaft. Also da, wo zwei Gesellschaften aufeinanderstoßen, die Dinge tauschen können, die der jeweils andere nicht hat. Sodass also das gegenseitige Bedürfnis zu solchen Märkten und Austauschen führt. Das heißt, der Fernhandel ist erst, ja, und dann ist erst ergreift der Handel
Den Primärmarkt, das Dorf, Ja. Die Einzelstadt. Ja, man muss den Tausch sozusagen richtig lernen, Vertrauen darin haben, dass es nicht Betrug ist. Also wie Adam Smith sagt, ich habe noch nie 2 Hunde einen Knochen tauschen sehen, und das Moment des Tausches als fast was Anthropologisches hervorhebt, das die Menschen von den Tieren unterscheidet. Und das auch ist Menschen von der bornierten Welt, vor dem Tausch, und der Tauschwelt sehr deutlich unterscheidet. Da kommen zivilisierte Seevölker und breiten an dem Strand Waren aus. Die Einwohner des Landes glauben, die Götter haben sie mit einem Geschenk bedacht. Sie nehmen es mit. Daraufhin rückt eine Strafexpedition aus und straft sie. So lange, bis sie verstehen, dass sie ein Gegengeschenk an den Strand legen müssen. Ja. Und Wurmfortsätze dieses Verhaltens, nun nicht gerade mit Strafen, aber finden ja heute immer noch statt, wenn es gilt, neue Märkte zu eröffnen. Also mit Angeboten, die erstmal umsonst passieren eine Weile lang. Und wenn sich die Menschen daran gewöhnt haben, müssen sie bezahlen. Ja, es muss unter diesem Warentausch und vom Kapital dominierten Tausch noch etwas anderes geben, das diesen stützt. Sodass man sagen kann, der bloß kapitalistische Tausch würde sich nicht sehr lange halten. Wenn er nicht diese Unterströmung hätte, diese Zuarbeit hätte, allein was die Familien zuarbeiten, indem sie die wahre Arbeitskraft umsonst immer neu erzeugen. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch verschiedene Motive. Also ein vorkapitalistisches nennt Marx an einer Stelle, das ist der Handwerksstolz und Handwerksgeist, eine Sache um ihrer selbst willen gut machen. Was Richard Sennett jetzt in seinem Buch genau beleuchtet hat. Hervorgehoben hat und was offenbar ihm wieder wichtig ist oder von dem er glaubt, dass es wichtiger ist, als wir es bisher genommen haben. Er gibt ja auch schöne Beispiele, dass Frauen schlechtere Jobs in Krankenhäusern annehmen, wenn es staatliche sind, weil sie das Gefühl haben, beim Staat wird die Sache richtig gemacht und nicht nur für Profit gemacht. Dafür nehme ich einen geringeren Lohn in Kauf. Dann gibt es aber auch sicher andere Zusammenhänge. Also das, was sich erst unter Arbeitern in einem Großbetrieb entwickelt und mit Solidarität und täglicher Kooperation zu tun hat und weniger mit Handwerksstolz. Wie ein Naturgesetz vollzieht sich das Wertgesetz im Austausch hinter dem Rücken der Tauschenden. Die Menschen tauschen Waren, ohne zu wissen, was sie tun. Das heißt, die Waren tauschen sich zu ihren Werten. Das ist das Wertgesetz. Aber dies selbst merken die Tauschenden nur äußerlich. Das heißt, sie wissen nicht, dass es die investierte Arbeitskraft ist, die sich da vergleicht, sondern es ist der Preis, es reguliert sich auf dem Markt. Warum und woher dieser Preis kommt und sich so reguliert, wie er sich reguliert, darüber haben sie keine Einsicht von selbst. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Ich glaube, in diesem ersten Satz sind 2 Begriffe wichtig. Der eine ist erscheint und der andere ungeheure Warensammlung. Das erscheint ist für uns heute gar nicht mehr so leicht verständlich, weil die ungeheure Warensammlung uns tatsächlich erscheint. Wir brauchen ja bloß in ein Kaufhaus zu gehen, da ist sie. Als Marx den Satz schrieb, gab es die Kaufhäuser fast noch nicht. Und das Wort erscheint meint vielmehr scheinbar, falscher Schein. Es erscheint als ungeheure Warensammlung. Ist es aber nicht. In Wahrheit ist Reichtum etwas ganz anderes. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. So sagt er das. Sodass die gegenständliche Warensammlung Schein ist. Das heißt,
der ganze Reichtum der Kaufhäuser, ja, die mich übrigens als Kind immer entzückt hat, ja, und die Summe, dass auf dem Planeten, ja, überall Produkte sind, ja, nicht? Also gewissermaßen der ganze Planet wie eine Warensammlung, wie eine Warenstraße funktioniert, ja, nicht? Die allerdings Menschen ausschließt, ja, in manchen Ländern. Dieses ist sozusagen ein Schein, weil der wirkliche Reichtum wo liegt? In der Arbeit, in der Fähigkeit der Menschen, diese Waren herzustellen. Man kann sich das leicht vorstellen, denn wenn, man sieht es beim Streik oder wenn Produktionsstau ist, also Transport nicht nachkommt, dann verschwinden diese Waren sehr schnell. Oder wenn nicht repariert werden kann, dann sind diese Güter sehr schnell, selbst ein Haus, das nicht bewohnt ist, geht schneller, muss schneller repariert werden, geht schneller kaputt, als eins von Mietern bewohnt ist. Das heißt, der Blick auf die Gegenstände, zu sagen, das ist Reichtum, das ist genau der Warenfetisch. Und der gegenständliche Schein, wie Marx sich ausdrückt, in Wirklichkeit wären die Vermögen, die Fähigkeiten der Menschen, dies herzustellen, wären der wahre Reichtum. Wie vereinigen die sich? Die vereinigen sich bisher nicht. Ja? In der kapitalistischen Produktion ist der Reichtum an Fähigkeiten so nicht vorhanden positiv, sondern als Vereinseitigung. Das heißt, als Armut in den Fähigkeiten, die anschließend in der großen Maschinerie zusammengefügt werden, aber zur Verarmung des Einzelnen führen. Das heißt, diesen Reichtum gibt es als Reichtum von Fähigkeiten nicht in Individuen, gebildete Persönlichkeit oder so, sondern es gibt ihn nur als Zusammenfassung von ihren Fähigkeiten enteigneten, depravierten Individuen. Wie ist das jetzt, wenn Sie den Gegenpol, den Gesamtarbeiter betrachten? Ja, der Gesamtarbeiter ist ja bei Marx sozusagen sämtliche produktiven Fähigkeiten der Menschen, ja, die, ohne dass sie organisiert verbunden sind, auf dem Planeten zusammenwirken. Das kann man doch sagen. Das kann man sagen. Die Kategorie gibt es bei Marx, den Gesamtarbeiter, den man sozusagen anvisieren muss, um überhaupt zu verstehen, wie diese ganze Maschinerie, Gefüge zusammenhält. Dessen Reichtum würde dann auch in den Besitzverhältnissen und den Genussmitteln von einigen davon, ja, oder in den Festen, nur unvollständig in Erscheinung treten. Es würde eigentlich in dem Genuss der Arbeit, ja, wenn sie zusammenhängend ist und über den ganzen Planeten summt sozusagen diese Kooperation, dann wäre das Reichtum. Dann wäre das Reichtum, und das gibt es in der konkreten Geschichte eigentlich nur als Zerrbild. Also wenn das Dritte Reich ein Amt Schönheit der Arbeit einrichtet, dann ist das ein Zerrbild von dem wirklichen Produktionsstolz, den Menschen entwickeln könnten, wenn sie ihren Genuss in der Verausgabung der einzelnen Arbeitskräfte finden würden. Die Nationalsozialisten haben auf dem Klavier gespielt. Ja? Und eine Propagandanachricht war, der Führer fährt im Zug, im D-Zug, ja, nachts durch das Ruhrgebiet, und er sieht überall die Lichter, überall arbeiten die, auch nachts, ja, für das Reich. Und er betrachtet, sozusagen in Stellvertretung des lieben Gottes, ja, diese Gesamtarbeit, ja, diese Idee, ja, alle arbeiten zusammen, Gemeinnutz geht vor Eigennutz, ja, und tatsächlich auf den Straßen fährt eine Menge, ja, Vielfalt hin und her, ja. Nicht? Das ist für kurze Momente, ja, so etwas, was Sie jetzt Produzentenstolz genannt haben. Ja? Der Genuss arbeitender Menschen an sich selbst, an der Kooperation, als einer Lebensform, die offenkundig weniger borniert ist, ja, als sozusagen Knechtschaft, Abhängigkeit von der Natur, ja? Isolation. Ja?
Und im Kommunismus gab es dies natürlich auch. Es gibt ein berühmtes Gedicht, das meist ironisch zitiert wird, im Kreml ist noch Licht. Ja. Das erinnert mich daran, wenn Sie über Hitler... Ist dasselbe Propagandabild. Dasselbe Propagandabild, Stalin arbeitet noch, während wir alle schlafen. Ja, und das heißt aber, er beobachtet ja diese tapfere Arbeit des Nachts, sämtlicher Nachtschichten bis Sibirien hin. Mhm. Was ist eigentlich das Kapital, heißt es hier in Ihrem Skriptum? Ja? Ist es Wissenschaft? Ist es ein Kunstwerk? Ist es ein Erzählband? Ja, das scheint mir genau eine Vorüberlegung wert zu sein und ein Problem darzustellen. Ich glaube, man muss zunächst sagen, es ist Wissenschaft in dem Sinne, wie Wissenschaft im 19. Jahrhundert angesehen wurde. Und Marx selber hat sich auf Darwin bezogen, spricht an vielen Stellen von Gesetzen und meint das wohl auch wirklich ernst als Naturgesetz, wie in der Biologie von Darwin entdeckt. Und das müsste man ja zunächst mal ernst nehmen. Dieser Gesetzesbegriff zum Beispiel ist, glaube ich, nicht so prekär, wie es sich vielleicht anhört. Denn wenn man daran denkt, auch das Fallgesetz gilt ja in der Empirie nicht. Also wenn ich ein Blatt Papier fallen lasse, hier gilt nicht das Fallgesetz. Die Eisenkugel fällt offensichtlich schneller als das Papier. Ganz genau. Und nur im Vakuum? Nur im Vakuum gilt das Fallgesetz. Und so ungefähr gilt wissenschaftlich gesehen auch Marx' Bewegungsgesetze, wenn man ein Vakuum des Kapitalismus herstellt. Das heißt, die geschichtlichen Reibungsflächen drumherum. Also nach dem Kapitalismus und vorher kann man diese Gesetze gewissermaßen exakt beobachten. So, ja. Also das wäre sozusagen die wissenschaftliche Seite. Dann muss man natürlich sagen, es ist große Philosophie. Es ist Hegel übertragen auf die wirkliche Bewegung der Gesellschaft. Es ist Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt. Das ist der philosophische Bezug. Und der dritte, auf den kommt man durch dieses Vorwort von Karl Korsch, der hier 2 Zitate herausgepickt hat, die verblüffend sind. Marx spricht von einem ästhetischen Konstrukt, dass das Kapital 1 sei. Es habe eine artifizielle Gestalt, so ungefähr drückt er sich aus. Und das ist ja sehr verblüffend. Wer ist Karl Korsch? Karl Korsch ist ein großer westlicher Marxist, könnte man sagen, der Lehrer Brechts. Er hatte eine Professur in Thüringen, musste vor den Nazis fliehen, ist dann zu Brecht ins Exil gegangen. 1918 kurze Zeit Minister in Thüringen, einer linksradikalen Regierung. Und ist dann zu Brecht ins dänische Exil und Brecht nennt ihn meinen Lehrer in Sachen Marxismus. Und dann geht er nach Amerika, hat da aber wenig Glück, schreibt weiter und stirbt sehr früh. Ja. Ja, also an der Universität, also er wird schon akzeptiert. Ja, aber er muss sich ständig bemühen und hat auch viele Ablehnungen. Also es gelingt ihm nicht so leicht. Aber das ist ein Mann, der auf eine ganz undoktrinäre Weise damit umgeht. Ja? Undoktrinär heißt, er benutzt die Sprachformen der Gesellschaft nach 1918, um sozusagen auf ganz robuste, einfache, klare Weise komplexe Gedanken von Marx aus der Sprechweise des 19. Jahrhunderts in die des 20. Jahrhunderts zu heben. Das tut er doch. Er ist ein Kommentator der besten Klasse. Er hat Arbeiterbildung gemacht und war auch daran interessiert, Texte zu schreiben, die nicht studierte und nicht akademische Leute lesen konnten. Aber nicht im Sinne einer Fibel, das heißt das ABC des Marx in vereinfachter Form, sondern er hält die volle Komplexität ein, spricht aber von wirklichen Erfahrungen. Ja? Die Beispiele sind einfach robust, einfach und fasslich. Und er ist ein sehr unabhängiger Denker. Also er hat als erster den Gedanken gefasst, dass der Marxismus selber das falsche Bewusstsein der Sowjetunion sei, das dazu führe, dass sich dieses Land industrialisieren könne. Das ist ja ein atemberaubender Gedanke für einen Marxisten zu der Zeit. Ja, der Marxismus war sozusagen das ist jetzt ein Ausdruck von Marx, das falsche Bewusstsein dieser Gesellschaft, um am Ende sich industrialisieren zu können. Ach so, unter dem Vorwand. Unter der Haube
des Marxismus kann sich eine Gesellschaft, die eigentlich nicht reif ist, weil sie ja praktisch kein Proletariat oder sehr wenig in den großen Städten zur Verfügung hat, kann sich eine Gesellschaft in die Industrie, in das Industriezeitalter katapultieren. Halluzinieren. So ungefähr, ja. Das würde ja für China auch gelten. Nicht? Das heißt, als Anreiz wäre die Erzeugung von Mehrwert, nicht? Die Zufriedenheit des Lohnarbeiters, alles unzureichend, um eine beschleunigte und verfrühte Industrialisierung zu erreichen. Ich brauche sozusagen ein Versprechen, wie es hinter dem Marxismus steht, nämlich ein Reich der Freiheit. Ja, genau, Und dieses Ziel, ein paradiesisches Versprechen, das schafft die Leistungskraft, mit der allerdings jetzt sozusagen ein Manipulateur wie Stalin die Industrialisierung erzwingt. Ja. Hier steht jetzt artistisches Ganzes. Das ist das, was Korsch sagt. Man muss es lesen wie ein großes Stück Musik, wie einen großen, Sie schreiben hier, Bildungsroman. Den Bildungsroman der Ware. Ja, weil also Marx doch sehr stringent diesen Zusammenhang hat. Das heißt, er entwickelt das Gesamtsystem der Gesellschaft aus einer Zelle. So wie also die Medizin ja doch viel vom Körper versteht, wenn es eine Zelle, wie uns jetzt die Gentechnologie zeigt, wenn es eine Zelle verstanden hat und daraus, so gehen ja heute die Fantasien, den ganzen Körper herstellen kann, so geht der Gedankengang des Kapital 1. Kenne ich die Zelle, und das ist die Ware, dann kann ich die Gesamtgesellschaft daraus entwickeln. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende an diesem Buch. Und wenn man das mal kurz aufzählt, also er fängt an mit der Ware, dem Warentausch. Aus dem Warentausch entwickelt sich Geld. Aus dem Geld entwickelt sich Kapital. Das Kapital schafft Mehrwert, eine erweiterte Stufenleiter des Kapitals. Und am Ende wären wir sozusagen bei der Persönlichkeit dieser ordinären Ware, dem Zins, angekommen. Wenn Geld sich in mehr Geld verwandelt, ohne dass man noch eine Ahnung davon haben muss, wie es das tut. Das ist dann sozusagen die ideale Persönlichkeit. Diana Leibowitsch, Kommissarin, Jüdin aus Odessa, hatte die Politökonomie gründlich studiert. Diana Leibowitsch, Kommissar, Еврейка, родилась в Одессе, она серьезно изучала политэкономию. Zu dem Beispiel dieser Ökonomie gehört die Geschichte von Robinson. К понятию политэкономии относится и история Robinсона. Wie kann einer, der Schiffbruch erlitt, alle Ideen Londons im Kopf, auf einer einsamen Insel die wesentlichen Elemente der humanen Zivilisation anwenden und bis zur Abholung durch ein Schiff, das durch Zufall seine Insel findet, überleben. Diana war einem Handelsschiff der UdSSR zugeteilt, das im Sommer 1940 Odessa verließ und New York erreichte. Und von dort wurde das Schiff einem Geleitzug zugeführt, der von Island aus im Frühwinter 1941 Murmansk erreichen und mit der Murmansk, es ist eine Stadt, erreichen und mit der Rüstung und Hilfsgütern beliefern sollte. Nördlich von Norwegen wurde die Geleitzug durch deutsche Überwasserstreitkräfte angegriffen, zerstreut. Der Dampfer Komsomolsk, vierte der Kommissarin anvertraut, sank. Im Rettungsboot erreichten die Matrosen, der Kommandant, der erste Navigationsoffizier und die Kommissarin selbst die Bäreninsel.
Wer ist Diana? Diana. Diana war ist die hier nicht. Kommissarin. Diana ist Kommissarin. Und jetzt die Bäreninsel, das ist ganz oben im Norden. Ja. Das ist, wenn hier Spitzbergen ist, Ja. Murmansk ist hier, Spitzbergen ist hier, Norwegen ist hier, dann wird oben Bäreninsel. einfach Bäreninsel sein. Und da ist Das war- nichts, da sind nur Gletscher und Felsen Das ist, und Geröll. Das heißt, es ist saukalt, Ja. ungewöhnlich. Zweitens, da wohnen die Leute nicht. Soweit Absolut wie ich niemand. weiß, da wohnt kein Mensch überhaupt. Nein, deswegen Robinson. Ja, Nur deswegen Robinson, ja. ist das sozusagen... Praktisch das Buch Robinson Ja. hat jeder Schüler während der Sowjetzeit gelesen. Ja. Ich kann nicht erinnern, was jemand von uns geträumt hat, Robinson zu sein, aber jeder Schüler hat dieses Buch gewusst, obwohl das nicht in dem Schulprogramm war. Es war wie ein Märchen, es war aber sogar die Filme waren da, Trickfilme waren gemacht und wahrscheinlich, ich glaube, für die Sowjetleute, es war eine Idee im Kopf eingeboren. Die Leute sollen alles überleben, weil von deiner lieben Partei dir ein Befehl gegeben hat. Dann durch dick und dünn. Ja? Durch dick und dünn. Auch auf einer einsamen Nordinsel, ja, in der Du man musst nicht leben überleben. kann. Da muss man Deine überleben. Heimat wartet auf Ja, dich. ja, ja. Und wahrscheinlich, ein zweites, wahrscheinlich, ja, ich lache jetzt wahrscheinlich, aber jeder Mensch träumt immer, was ein Wunder kommt. Und mit den Gedanken, was diese Wunder von oben, von unten, aber kommt. Ja. Deshalb wahrscheinlich, so wie früher die alle Leute, welche gerettet waren durch die Flugzeuge im Nordpol. Aber Das hier ist- war keine ja. Möglichkeit. Aber Hier hier war ja keine mitten im Möglichkeit. Krieg, da fliegen keine Da Flugzeuge fliegen der keine Roten... Flugzeuge der Roten Roten Armee. Luftflotte. Es war nie gewesen. Aber die Nein. Leute haben gesagt, wahrscheinlich für sich selbst, ich Und wäre den wahrscheinlich so nicht Rettungsbooten machen. torpediert, kommen sie an Land. Ja? Man kann dort nicht leben. Viele sterben. Ja? Und am Ende wird sie gerettet durch ein deutsches U-Boot. Ja, aber sie haben Mut gehabt, mit Mauser die zwei Eisbären praktisch erschossen. Sie haben durch... Mauser heißt, das ist die Pistole. Pistole. Mauser, das ist eine Form von dieser Pistole. Wie heißt das auf Russisch? Mauser. Ja. Pistolet Mauser. Es ist eine Form, es gibt es ganz verschiedene. Es gibt jetzt eine Damenpistole, es gibt eine große Mauser, aber normalerweise in der russischen Sprache dieses Wort Mauser ist einfach gebraucht. Er hat einen Mauser genommen. Und das ist eine starke, Das ist ein ganz, starke Ausgabe, die kann Eisbären töten. Da kann wahrscheinlich, sie haben einen ganz harte... Aber die haben Trichinen in sich, diese Eisbären. Die sind ganz gefährlich. Ja? Das heißt, Dieses, sie sind nicht gefährlich als Raubtiere, sondern als Gift, wenn man das Fleisch isst. Ja, wahrscheinlich. Da ist noch der Rest der Besatzung mit zugrunde gegangen. Und sie sitzt jetzt vor einem deutschen Kapitänleutnant, ja? Das heißt, dem Klassenfeind. Ja? Sie, in dem eine Fall, Jüdin und Kommissarin. Ja? Das, weil sie Jüdin war, sehr in Gefahr. Das hat sie wahrscheinlich nie zuerst gedacht. Also nach der Rettung mehr in Gefahr als auf der einsamen Insel. Ja, wahrscheinlich die Leute, wenn redet jemanden, irgendwann er denkt nicht, was ein Feind ist. Irgendwann, ich habe ihn gerettet und wie kann ich jemanden, wer von mir gerettet ist, noch umgebracht werden? Das kann nicht sein. Und deswegen schützt er sie. Deshalb schützt, klar. Also Und nicht so war nur, sie- weil er ausnahmsweise ein anständiger Offizier ist, ja, Nein. sondern weil man im Grunde stolz darauf ist, einen Ja, ich habe fremden sie Menschen gerettet. aus Not gerettet zu haben. Ja, klar. Und aus Stolz liefert er sie nicht aus. Klar, selbstverständlich. Normalerweise sogar... So entkommt sie wie durch ein Wunder. Das ist klar, es war ein Wunder, aber zuerst wahrscheinlich in ihr selbst. Würden Sie sich als Kommunistin bezeichnen? Gewiss. Dies einem deutschen Offizier gegenüber zuzugeben, erscheint mir kühn. Als Überläuferin würden Sie mich nur verachten. Sie ehren mich. Was soll ich sonst tun? Wie würden Sie dann auf der Grundlage Ihrer weltanschaulichen Position Ihr Erlebnis betrachten? Schmiedet die Not die Menschen zusammen? Eröffnet sie Auswege, die man zuvor nicht kannte? Das hatte ich theoretisch angenommen. Und praktisch hat es sich nicht ergeben. Nein. Ist es nicht so, dass sich die Qualität einer Weltanschauung in einem solchen Ernstfall erweist? Das sollte so sein. Ist es aber nicht? In unserem Fall hat es sich nicht gezeigt. Wenn Sie mir das mal erläutern. Was hat das mit dem Verhör zu tun? Es interessiert mich. Nach Kriegsrecht muss ich Ihnen meinen Namen, meine Stellung und meinen Herkunftsort nennen. Mehr nicht.
Wurde Ihrem Kommando gehorcht? Nur wenn ich die Pistole in der Hand hatte. Wer verwahrte Ihre Pistole, wenn Sie schliefen? Der Navigationsoffizier. Ihr Geliebter. Woher wissen Sie das? Aus einem Verhör? Ich gehe davon aus, dass Sie hier nichts zu tun haben, nichts Wirkliches wissen wollen und deshalb Romane abfragen. Es ist Ihnen peinlich, einen Geliebten gehabt zu haben. Das war sowieso öffentlich bekannt. Und ungerecht. Wieso ungerecht? Einer hat eine Geliebte, alle übrigen, zunächst 83, zuletzt 11, haben das nicht. Sozialistisch heißt, wie ich es mir habe sagen lassen, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Das ist richtig. Im Ernstfall müsste das für alle gelten, das heißt, gleiche Versorgung mit der Ressource Frau. Ihnen geht in dieser Dunkelheit und Einsamkeit hier oben die Fantasie durch. Was nutzt der Kommunismus, wenn nicht die wichtigsten Dinge ebenfalls eigentumslos sind? Sie sind ja eigentumslos. Ich bin aber nicht das Eigentum von irgendjemand. Ich bin nicht der Sklave Freitag. Den müssen Sie auf alle 12 verteilen, mich nicht. Mich würde interessieren, was Sozialismus überhaupt in einer so extremen und absurden Situation, wie sie für Menschen auf der Bäreninsel besteht, nutzt. Was ist daran brauchbar? Ich glaube überhaupt nichts. Sozialismus setzt Überfluss voraus. Man könnte Sozialismus am besten auf einem Luxusdampfer ansiedeln. Also sie ist ja jetzt eine Gefangene, ja? Und käme sie je nach Hause aus deutscher Kriegsgefangenschaft, würde sie wahrscheinlich auch umgebracht. Wer weiß. Hier in Deutschland waren ganz verschiedene Geschichten und die Leute mussten, zuerst ein Gedanke war im Kopf, ich muss zurück. Die Leute, welche etwas klüger waren, sie haben verstanden, sie wollten sehr gerne wissen, was dort passiert. Klar, die Leute haben nie geglaubt, weil sie werden sofort nach Sibirien transportiert. Das haben sie nie gedacht, glaube ich. Und Frau Professorin, Sie unterrichten das jetzt hier, nach wie vor, diese Geschichte. Ja. Na ja, nach wie vor. Man muss irgendwelche Beispiele haben, nicht? Ja, muss man Beispiele haben, aber zuerst der Mensch in sich selbst muss einen Mut haben, ich kann, ich schaffe, ich kann durch. Die Frau hat einfach diesen Mut gehabt. Und als Mensch wurde sie gerettet, ja? Aber sie ist kein Bürger wie Robinson, ja? Und als Sozialistin kann sie nicht sagen, was der Sozialismus auf der Bäreninsel nützt. Man braucht einfach eine ganze Gesellschaft. Ja? Ich glaube, für sie in dem Moment war überhaupt kein Begriff Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus. Sondern Überleben. Überleben. Das war für sie die wichtigste. Und sie hat einfach gesagt, ich kann. Ich kann für alle anderen Leute helfen. Und wahrscheinlich war ihre Kraft war viel stärker und ihr Glaube nicht an Gott. Ihr war Glaube an die Kraft des Lebens. Das hat sie gerettet. Ich glaube, so ist. Was wäre ich an ihrer Stelle machen, weiß ich nicht. Wie wäre ich da gewesen? Keine Ahnung. Diese Kommissarin wird hier mit vielen Leuten also auf diese Insel verschlagen und es beginnt so eine Art Überlebenskampf. Sie bringen sich aber gegenseitig nicht um. Sie bringen sich nicht um, sondern sie sterben an. Ja, es kommt eine Reihe von Leuten um, aber nicht durch Gewalt. Ja. Es ist jetzt eine andere Situation dadurch, dass sie überzeugte Kommunistin ist und im Grunde so etwas wie jetzt ein Gemeinwesen aufbauen könnte unter extremen Bedingungen, so wie also Robinson auf seiner Insel. Aber es ist natürlich irgendwie eine ganz andere Situation, weil es geht nicht nur darum, in diese alte Gesellschaft zurückzukehren, sondern es geht auch darum, also Ideen zu bewahren, Humanität zu bewahren gegenüber anderen. Und mit einem blauen Auge irgendwie zu überleben, ja. Weil sozusagen ein besonderes Rezept, ja,
der Sozialismus unter aussichtslosen Umständen gibt es eigentlich nicht, sondern es ist schon ein gewisser Luxus erforderlich. Eine Güter, die schon erwirtschaftet sind notwendig. Ja. Insofern dokumentiert dieses Beispiel sehr, sehr gut, dass Sozialismus so unter Bedingungen der Not eigentlich ganz bestimmte Überlebensinstinkte mobilisiert, die durchaus also allen anderen Menschen eigen sind und eine neue Gesellschaft mit Kommunikation, mit Solidarität, mit allem, was da verknüpft ist, eigentlich nur in einer Gesellschaft möglich ist, die einen gewissen Reichtum hat. Es gibt ja die Geschichte vom Brett des Karneades aus der Antike. Das heißt, unter aussichtslosen Umständen. Es ist nur ein Brett da bei Schiffbruch. Und zwei Personen, das Brett trägt nur eine. Und jetzt hat jede dieser Personen das Recht, mit physischer Gewalt die andere wegzudrücken, dem Tod zu überantworten, ja, weil man hier keine Regel hat. Ja. Das ist die alte Also Kant ist Tradition. Ja da bei diesem Brettbeispiel also sehr vorsichtig und sagt, ein Recht gibt es nicht. Das ist ein Adiaphoron, das ist ein ununterscheidbarer Fall. Hat keine moralische und keine andere Qualität und schon gar keine juridische Qualität, sondern es ist die Not, die es ermöglicht, zu überleben. Es ist ein anomischer Zustand. Ja, der ist außerhalb der Gesellschaft. So es ist sowohl nicht möglich, ihm zu verbieten, dem Überlegenen, den anderen umzubringen, nicht? Aber Recht ist es auch nicht. Nein. Ja? Res nullius. Adiaphoron. Es ist neutral. Das sind sehr, sehr vorsichtige Deutung. Aber es geht ja hier darum, in den Verhörprotokollen mit der Kommissarin, dass ein deutscher Offizier auch wissen will, was sie so denkt, also warum sie Kommunistin ist. Ein Wundermittel drin ist, im Kommunismus, der hierfür eine Vorschrift hat. Und es scheint, dass eine kleine Variante gegenüber dem Brett des Karneades hier vorliegt, also dass man so lang wie möglich der Barbarei nicht folgt. Insofern versteckt sie die Pistole, sodass sie keiner hat. Sie übt keine Macht aus. Ja, wenn sie hätte, würde das natürlich zum Konkurrenzkampf auch führen. Also für jeder andere sie auch haben. Ja. Das heißt, sie hätte eine Macht. Ja. Sie nimmt also nicht die Macht des Robinson über Freitag an, sondern sie sucht durchzukommen, nicht? Ohne Barbarei zu beüben. Ja. Und dieser deutsche U-Boot-Kommandant wundert sich, wie wenig Differenz im Verhalten ist, hat aber das Gespür, eine winzige Differenz ist doch da. Ja. Ideologie heißt bei Marx notwendig falsches Bewusstsein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Wirklichkeit, einschließlich dessen, was man empirische Wirklichkeit nennt, etwas ist, das sich in einem konsequent simulierten, gefälschten, wenn man so will, getäuschten Verhältnis präsentiert. Notwendig falsches Bewusstsein bedeutet, einen funktionierenden Zugriff auf Welt zu haben, in der meine Aktionen, meine Erkenntnisvermögen, meine Begehrungsvermögen ausreichen, um in einem Bestand an Wirklichen völlig zuverlässig zu operieren, mit Ausnahme einer entscheidenden Verkennung, nämlich, dass mein effizientes Verhalten in dieser Welt, dass mein effizientes Leben in dieser Welt, dass der Exzess meiner Wünsche und deren Befriedigung in dieser Welt ein Ding verkennen, nämlich, dass ich mit all diesen Erkenntnissen, mit all diesen Wünschen, mit all diesen Tätigkeiten den eigenen Tod produziere, ohne es zu wissen. Notwendig falsches Bewusstsein heißt, Leben zu glauben, während ich den eigenen Tod produziere. Stichwort Entfremdung. Entfremdung ist
ein Begriff mit langer Geschichte und das heißt also ein Begriff mit stattlicher Biografie. Und wie jeder Begriff, der eine stattliche Biografie hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Biografie dieses Begriffs hat die Welt überlebt oder die Welt hat die Biografie, das Lebensende dieses Begriffs überlebt. Nimmt man diesen Begriff tatsächlich als einen mit enormer Biografie, mit einer, wenn man so will, auch bedeutungsvollen Biografie, mit einer Begriffs- und biografischen Karriere, dann müsste man ihn zurückverfolgen in seinen ursprünglichen, anfänglichen Lebensraum, in seinen Biotop und fragen, in welcher Konstellation, in welcher Geburtskonstellation ist er geprägt worden. Und da würde ich behaupten, dass der Begriff der Entfremdung geboren wurde in eine Welt, in der gesellschaftliche Verhältnisse, Sozialverhältnisse, einschließlich politischer, ökonomischer Verhältnisse unter der Perspektive der Verzauberung auf den Plan getreten ist. Das heißt, der Begriff der Entfremdung stammt aus einer Konstellation sozialer Magie. Und er beschreibt ein magisches Verhältnis, das heißt eine Fälschung von Verhältnissen, eine konsequente Fälschung von Verhältnissen, in der Ich und Nicht-Ich, Eigenes und Fremdes in einem hohen Maße verwechselbar geworden sind. Mir wird die eigene Erfahrung weggenommen. Mir wird die eigene Realität unter den Füßen weggezogen. Ich habe in einer Zeit gelebt und mich bemüht und habe mich hingegeben. Und dort liegt ein Teil meines Lebens. Und jetzt wird die Zeit weggerissen. Durch einen Dynastiewechsel, durch einen verlorenen Krieg. Ja, durch eine Katastrophe. Ja. Ja, und jetzt bin ich ohne meine Wirklichkeit. Und damit entwirft der Begriff eine Szenerie, einen Schauplatz, der bevölkert ist von, wenn man so will, einem hohen Maß an Unheimlichkeiten. Eine dieser Unheimlichkeiten wäre der Doppelgänger, mein fremdes Ich. Eine andere Unheimlichkeit wäre das selbstständig gewordene Ding, das Beine bekommen hat, sich ohne meine Absicht gewissermaßen bewegt. Und der dritte Agent in dieser Konstellation wäre das Auftauchen, das Scheinen des Unbewussten, etwas in mir, was ein verdecktes, heimliches, von mir nicht entzifferbares Wissen besitzt. All diese Dinge wirken in dieser eigentümlichen Magie zusammen und rufen einen Entzifferungsplan, einen Beobachtungsplan hervor, der an einer Richtigstellung der Welt der Dinge, an einer Richtigstellung von Sachlagen interessiert ist. Und ich fordere eine andere Welt, ein Second Life, ein zweites Leben, ja, weil ich eigentlich in meinem Leben, in dem ich lebe, ja, mein erstes gar nicht habe. Und das bedeutet gleichzeitig, dass eine eigentümliche Verwicklung dessen, was man Menschen nennt, in diese Entfremdung vorgeführt wird. Eine Verwicklung, die nicht durch den Menschen selbst, nicht durch das Ich, nicht durch das anthropologische Substrat richtiggestellt werden kann. Man braucht also einen anderen Angelpunkt, einen anderen archimedischen Punkt. Der muss weit außerhalb liegen, irgendwo in den Verhältnissen, an einem kleinen Ding, an einem kleinen Gegenstand, etwa an der Ware etc. Dort kann entziffert werden, in welcher Weise ich mein Verhältnis zu mir notwendig verkenne. Und diese Verkennung, im Kern dieser Verkennung ist die Entfremdung und birgt ein lichtvolles Versprechen. Der Begriff der Entfremdung birgt ein lichtvolles Versprechen, dass ich einst in ferner Zukunft ein eigener meiner selbst sein könnte. Vitalität der Dinge. Es ist eine alte Entdeckung, dass Dinge ein eigenes Leben besitzen, dass Dinge eine eigene Vitalität besitzen. Das bedeutet beispielsweise, dass es eine lange Geschichte religiöser Gegenstände, Gegenstände der Verehrung gibt. Und die Frage, die sich damit stellt, ist, inwieweit die Vitalität der Dinge sich zu meinem eigenen Leben addieren kann, einerseits, oder inwieweit die Vitalität der Dinge ein parasitäres Leben vorführen, das heißt eines, das mein eigenes Leben aufzehrt. Beide Optionen sind in der Vitalität der Dinge enthalten. Ich kann also meine Kräfte mit den Kräften der Dinge kombinieren und dadurch steigern. Ich kann umgekehrt an das Leben der Dinge geraten und mit einem Mal Parasiten, Dracula-ähnlichen Gegenständen, Dingen also begegnen, die mir meine Lebenskraft aufzehren. Und die sich versammeln können. Die sich versammeln können, die sich auch verschwören können. Die in der Mehrheit sind. Ja. Die immer in der Mehrheit sind. Die sich verbünden mit meinen Bedürfnissen. Ja. Ja.
die sich mit meinen Bedürfnissen verbünden oder diese Bedürfnisse stören, sich zwischen mich und der Welt beispielsweise das ist ein Bürgerkrieg in mir entfaltet ja. wird, nicht? Und, ich in eine Dauerunruhe gerate. Ja? Und gleichzeitig auch immer auch ein Sprachproblem aufwerfen. Das heißt, die Vitalität der Dinge entwickelt eine eigentümliche Sprache, die ich hören muss, die ich den Dingen ablauschen muss. Was ist das für ein seltsames Kollektiv? Oder man könnte sagen, gibt es ein Parlament der Dinge? Gibt es also beispielsweise eine Versammlung von Dingen, die demokratisch über eigentümlich menschliche Souveräne entscheiden? Es gibt also ein politisches Problem. Die Dinge sind immer in der Mehrzahl. Würden die Dinge über die Menschen abstimmen, hätten sie immer die Überzahl. Welches politische Problem ist da verpuppt? Das wären zum Beispiel die Weltausstellungen, die von 1851, die in einem Treibhaus ausgerichtet wird, mit einem Baum in der Mitte des Kristallpalastes. Wäre so etwas ein Parlament der Dinge? Das wäre kein Parlament der Dinge, sondern es wäre eine Art Zoo der Dinge. Dinge werden versammelt wie wilde Tiere im Zoo und werden dadurch zu Gegenständen der Besichtigung. Man weiß nicht, was diese Dinge in der Nacht tun, wenn keine Besucher mehr da sind, wenn der Park keinen Strom mehr hat, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Vielleicht gibt es da eine heimliche Verschwörung der Dinge. Sind die palastartig, wie ein Justizpalast, ausgerichteten Börsen, ja, Gebäude für ein Parlament der Dinge? Die Börsen sind, glaube ich, ein Raum für verwaiste Dinge. Börsen funktionieren am besten, am allerbesten, wenn die Dinge dort völlig spirituell geworden sind, wenn sie immateriell geworden sind. Der Börsentag beginnt auf glatten Parkett, auf, wenn man so will, gereinigten Parkett und der hinterlässt, beispielsweise nach dem Börsencrash, beispielsweise nach einem harten Tag, hinterlässt er Müllberge, Telegrammberge, Papierfetzen etc. Das sind also die Abfälle des Börsenalltags. Die beste Börse ist diejenige, die ein freies Forum ohne Dinge vorführt, in denen Dinge nichts anderes geworden sind als Kommunikationskürzel, als Gegenstand des Zurufs, als Diagramme von Kursen etc. Das heißt also, der feste Bau der Börse, dieses eigentümliche Wirtschaftszentrum, ist dort am innigsten mit Dingen verschaltet, wo Dinge nicht in der Börse erscheinen, sondern an den Rändern der Börse und innerhalb dieser Börse eine Art Eucharistie der Dinge stattfindet, nämlich ihre Verwandlung zu einem völlig immateriellen Körper. Das ist das Hochamt der Dinge gewissermaßen, das in der Börse stattfindet. Aber nicht das Parlament. Aber nicht das Parlament. Gibt es ein Menschenrecht der Dinge? Es gibt ein Menschenrecht der Dinge gegen den Menschen. Und insofern wäre ein Menschenrecht der Dinge immer ein eigentümliches Paradoxon. Oder anders formuliert, das Einräumen eines in Anführungszeichen Menschenrechts der Dinge würde das Menschenrecht für die Menschen selbst grundsätzlich verändern. Es gibt, glaube ich, einen zentralen Paragraphen, der seit dem 19. Jahrhundert in jedem Strafrecht moderner Gesellschaften eine Rolle spielt. Und das ist die Frage und der Paragraph der Zurechnung. Der Zurechnung, mit diesem Paragraphen öffnet sich das Menschenrecht, also beispielsweise die Frage nach der Würde des Menschen, auf ein Recht der Dinge, die mit einem Mal ähnliches Handlungspotenzial auf dem Territorium des Menschen zugemessen bekommen wie der Mensch selbst. Das heißt also beispielsweise, was macht ein Mörder, der sagt zu seiner Verteidigung, nicht ich habe dich getötet, nicht ich habe ihn getötet, sondern es war mein Dolch, es war meine Waffe. Eine Waffe ist selbstständig geworden. Damit ich bin wird als Mensch ein Geschoss. Etwas in mir hat dich getötet. Ich war in diesem Moment ein Ding. Genau. Das wäre keine Rechtfertigung? Das ist eine Rechtfertigung, öffnet aber die ganze Frage des Menschen, der Zurechnungsfähigkeit, also alles das, was im Grunde den guten, dem Gesetz unterworfenen Kriminellen auszeichnet, schuldig zu sein, eine Tat begangen zu haben, eine Tat gewollt zu haben, also zurechnungsfähig zu sein, auf einen weiten Bezirk von Aktionspotenzialen, von Aktionsgeflechten, in denen Dinge mit einem Mal selbst zu Tätern werden können. Also ein Menschenrecht der Dinge heißt, den Dingen Handlungspotenzial zuzuweisen und damit verteilte Handlungsoptionen vorzuführen, in denen der Mensch, das menschliche Tun, der menschliche Wille nur ein winziges Partikel ist. Das heißt, noch einmal anders formuliert, das Menschenrecht der Dinge stellt den Satz Ich will fundamental in Frage. Aber Autonomie der Dinge, ja, wäre möglich, so wie es eine Autonomie für Menschen geben kann.
Die Autonomie der Dinge, glaube ich, ist vorhanden. Es ist nur fraglich, in welchen Bereich man ihnen Zutritt verschafft. Und es gibt Bereiche, in denen die Dinge selbstverständlich Zutritt haben, also wenn man so will, Hausrecht haben. Ein Beispiel dafür wäre etwa eine physikalische, chemische Versuchsanordnung. Natürlich funktioniert diese Versuchsanordnung nur, insofern der Mensch zurücktritt, die Dinge agieren lässt und weiß, dass jedes Ergebnis nur mit dem eigenen Aktionspotenzial der Dinge überhaupt sichtbar wird. Das heißt also eine Agentur mit nichtmenschlichen Agenten. Da gibt es ein, Anführungszeichen, Menschenrecht der Dinge. Nur unter der Einräumung dieses Menschenrechts kann überhaupt erkannt werden. Wo es weniger Zugriff hat, ist beispielsweise die Frage des Oikos, des Haushalts. Kann man im Oikos, im Haushalt, den Tieren, den Haustieren Recht verleihen? Kann man den Dingen, den Werkzeugen Recht verleihen? Im Oikos, in all dem, was wir noch Haushalt nennen, ist tatsächlich noch ein ganz altes Paterfamilias Prinzip gegenwärtig. Der Mensch ist der Mittelpunkt und die Tiere, genauso wie die Dinge, ordnen sich in unterschiedlich konzentrischen Kreisen um diesen Souverän an. Der Odysseus kehrt zurück in ein Haus, das er als junger Mann gebaut hat. Jetzt nach 20 Jahren kehrt er aus den Kriegen mit Troja zurück. Und er kann darauf vertrauen, dass er das Haus aus einem Baum, einem Olivenbaum, selber gezimmert hat. Das Bett ist ein Teil dieses Baums und dadurch unverrückbar durch die Freier. Ja? Das ist doch jetzt, da hat das Objekt, eine Würde. Ja. Das und Objekt, eine Kontinuität. Ja, und da würde ich sagen, wäre ein weiter Bereich, in dem den Dingen bereits in Anführungszeichen Menschenrecht eingeräumt wird. Das ist der Bereich der Geschichte. Der Mensch selbst hat keine Geschichte, sondern er liest seine Geschichte an der Geschichte der Dinge, die ihn umgeben, ab. Und insofern ist dieses unverrückbare Bett ist tatsächlich ein Monument einer Biografie, die Odysseus erst in der Wiederbegegnung mit diesem Objekt erfährt. Also nicht der Mensch hat Geschichte, sondern die Dinge um ihn herum zeigen ihm im Grunde die eigene Biografie. Sind die nachhaltige Form, das sind die Menschen wirklich. Das sind in den Dingen ist die gespeicherte Zeit. Die Geschichte ist der Mensch wirklich. Genau. Stellst dir zum Stempeln an, wird das Elend nicht behoben. Wer hat dir, du armer Mann, abgebaut, so hoch da droben? Und so kicken dir de Knochen sachte aus der Haut und du bist in wenigen Wochen völlig abgebaut und du kaufst dir in Palasten für ne letzte Mark, denn für einen dünnen Schatten reicht ein dünner Sarg. Nur nicht drängen zu den Engeln, kommst du noch zur Zeit. Holde rationalisieren. Ihre Arbeit haben Sie ja nicht mehr. Nee. Okay, immer noch jeden Tag mal hin. Ja, gucken. Ich fahre jeden Tag gucken auf der Arbeit. Und um 5 Uhr sind Sie in der Volkshochschule, zweite Bildungsweg. 17 Uhr, ja, 17 Uhr. Abendschule. Marxkurs. Ja, das ist interessant. Ja, der war da ganz schlau, war der. Sehr schlauer Mann. Der hat das alles erklärt, ne? Man hört viel von ihm, ja? Ja. Das
praktisch, wenn wir den nicht hätten... Hätten wir keinen Trost. Ja, hätten wir gar keine Arbeit. Ja. So ist natürlich traurig, dass ich jetzt persönlich keine Arbeit mehr habe. Ne? Aber willst du machen, ne? Naja, aber wie soll ich sagen, ich muss dahin, ich gehe dahin. Ne? Wenn du so lange da in dem Betrieb gearbeitet hast, dann du kannst du die ja auch nicht alleine lassen. Ne? Und nachts tippen sie dann fleißig im Internet, da im Laptop, Ja. mit den chinesischen Kollegen, die auch für Marx so. interessieren. Ja, das ist ja jetzt noch eine ganz andere spezielle Angelegenheit. Ne? Dass die Chinesen da irgendwie auch ganz schön viel so drüber wissen. Ne? Naja, und in Nordostchina, die sind noch entlassener als unsere hier. Ja? Nicht? Also da muss man sagen, sind auch mehr. Ganze Industrie ist flachgelegt. Ja, alles ab nach Shanghai. Ja? Alles nach Shanghai. Ja. Was muss man da so lernen? Ja, also man hat da eine Stunde. In dem Kursus? Ja, kriegt man vorgetragen. Ja, da lernst du einiges, ne? Wenn man sich dafür interessiert hat. Ich habe ja Zeit meines Lebens, weil ich ja auch selber Arbeiter bin, habe mich auch natürlich für die Bücher von Karl Marx interessiert. Ne? Das ist ja ein Genie. Lass mal überlegen, wann ist der geboren? So 1818. Ja, richtig, 1818. Dann wäre der jetzt, wir haben jetzt 2008, dann wäre der jetzt ja fast 190 Jahre alt. Genau, 190. Oder genau Geburtstag sogar. im Mai, 5. Genau. Mai. 5. Mai. Ja. Ja, Tante Annegret hat da auch Geburtstag, 5. Mai. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Die ist nicht ganz so alt. Ein anderes Thema. Ne? Ja, der Karl Marx, 190. Ich meine, also so alte Menschen gibt es nicht, glaube ich. Ne? Wiedergeburt? Ja, das kann natürlich sein. Ne? Sollte man ihn klonen? Also Aber man hat so Knochen von ihm. Ja? Apropos Wiedergeburt, ich glaube, der Karl Marx, das ist einer der ganz wenigen, die an Wiedergeburt nicht glauben, ne? Glaube ich. Also glaube ich fest dran. Also der, glaube ich, der hat da gar nichts mit dem Sinn gehabt. Aber mancher, der nicht dran glaubt, dem passiert's. Ja? Nicht? Also es ist wie oft ist der schon totgesagt? Ja. Und jetzt kommt er immer wieder. Jetzt ist er besonders aktuell wieder. Ja, genau. Wie heißt der? Hestos. Der Sänger da, der ist ja auch 120 schon oder so, ne? Und im Kaukasus gibt es manche, die essen Joghurt und so, kriegen und Yoga. Auch. Hilft Joghurt und Yoga. Alles, was mit Jo, ne, das könnte man sagen, Jo. Dann ist auch so eine Lebensbejahung, die macht auch alt, ne? Also bei denen, die alt sind. Aber was hat man nur davon, wenn man den Marx jetzt gelernt hat? Ja, hat keine Fabrik mehr. Ja, vielleicht für später. Also man lernt ja was daraus und da zieht man ja etwas raus. Die Marx Brothers waren aber nicht mit dem verwandt. Sie wissen das nicht, ne? Passen gut zusammen. Ja? Passen gut zusammen. Ja, also von den Sachen her, ne? Der Marx, ich war mal in der DDR und da war so eine Statue von dem, aber nur vom Kopf. Aber frag mich nicht, wie groß. Riesengroßer Kopf. Begehbar, kann man ein Restaurant oben im Kopf einrichten. Mitten in der Stadt, irgendwie so. Chemnitz war das. Da war ich auch von Socken, habe ich gedacht. Boah, der hat ja Eindruck geschaffen, ne? Ja, die haben viel von dem gelernt, glaube ich, ne? Und jetzt hier. Jetzt will ich von dem auch ein bisschen was lernen, ne? Ist doch klar. Gerade ich eben als Arbeiter. Ne? Sozusagen nachsitzen. Ja. Zwar arbeitslos, aber Arbeiter. Und hätten Lust, ja? Nicht? Also ich hätte Lust zu arbeiten. Ja. Aber nur handwerklich. Also richtige Arbeit, nicht mit dem Kopf. Da habe ich keine Lust. Da gibt es ja jetzt eine ganze Masse neue Berufe eigentlich auch. Ja. Nagelstudio. Ne? Was ist das? Ja, meine Frau hat schon mal mit dem Gedanken gespielt. Ich weiß nicht, was das ist. Und
Dann gibt es sozusagen als Beruf, ja, Klappstuhlberater. Ja, das ist neu. Also ich habe das noch nicht so gehört. Doch, ich weiß nicht. Wir haben das mal im Beilagenblatt. Da sind ja manchmal so Annoncen drin. Suche Arbeit. Und da habe ich mal auf sowas gelesen. Stimmt, Klappstuhlberater. Ja, was ist das für ein Beruf? Kann das denn überhaupt als Beruf eingetragen werden? Ich glaube nicht. Es gibt auch keine Prüfungen dafür. Also Gesellenprüfung, Klappstuhlberater, Meisterprüfung, Klappstuhlberater. Für Klappleitern gibt es das. Ja, aber ich muss mal so sagen. Klappfahrrad auch. Ja, klar. Ja, aber Klappstuhlberater, vorstellen kann ich mir das schon. Denn das sind manchmal Dinger. Die krachen zusammen. Ja, nee, da klemmst du die Finger drin. Und wenn du nicht weißt, wie die auf und zugehen, dann hast du dann Probleme. Dann kann schon mal so ein mit jedem Finger. Klappstuhl einen Berater mitliefert, ja? Nicht? Es sind eine Menge Jobs drin. Ja, oder zumindest. Es kann ja auch ein Heft sein, der als Klappstuhlberater, also das Klappstuhlberatungsheft. Oder ein Video. Die haben ja oft Videos. Ja. Klappmesser? Klappmesser. Das ist auch kein Beruf. Nee. Obwohl, ich habe mal beim Turmspringen, habe ich einen gesehen, bei der Olympiade, als der da runtersprang, dann machte der wie ein Klappmesser zu und dann wieder auf und dann sprang der als geöffnetes Messer kopfüber da rein und das hat noch nicht mal ein Bläschen gegeben oder so ein Spritzer. Und er hatte dann auch 10 Punkte. Ja. Nach deinem großen Erfolg als Hitler. Beinahe wäre dir der Kopf abgerissen worden. Ja, nicht? Hast du ja abgelehnt, Heydrich Bormann die übrigen zu spielen. Ja. Aber du kriegst jetzt lauter Angebote, ja, und die hast du in englischer Sprache, ja, ein ziemlich missverständliches Angebot bekommen, aus dem man nicht schlau wird. Ich soll Regie machen und den auch spielen und das ist eine unheimliche Aufgabe. Naja, weil Karl Marx ist ja berühmt, ne? Er ist ein unheimlich berühmter Mann gewesen. Aber ich habe mir schon ein bisschen gebildet. Ich habe jetzt eine Stimme. Die Stimme, wie ich habe durch Enkelin Donata von Hafensteiler habe ich praktisch so Tonproben, also uralt, und da ist seine Stimme zu hören. Und da ist einmal aufgezeichnet worden, wie er vor Arbeitern spricht. Und zwar, wie klingt das? Ich kann sagen, wo das war. Das war eine seiner wenigen Reden. Er ist ja dann nach England gegangen. Deshalb wollen die Engländer ja mit ihm, weil sie betrachten ihn ja als Engländer. Weil er in London in der High Society ging da ein und aus. Ne? Er hat viel geraucht, sehr viel geraucht. Und jetzt will ich kurz einmal demonstrieren, ungefähr wie seine Stimme so geklungen hat. Nee, lass mal. So hoch. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also wenn man sagen dazu der stechende Blick. Aller Länder vereinigt euch. Also wenn man so einen Satz mal sagt. Ja. Proletarier aller Länder vereinigt euch. Ich versuch's mal. Proletarier. Also er war wirklich so hoch. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Ist ja klar, dass er da bei der Bevölkerung erstmal angeeckt hat. Ne, die haben den natürlich erstmal verlacht aber es kam nicht darauf an, wie er das gesagt hat, sondern allein der Satz. Was er gesagt hat. Ja, Proletarier aller Länder vereinigt euch. Das ist danach ein ganz bekannter Satz geworden.
gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein. Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristisches und politisches Könnten die Waren sprechen? So würden sie sagen, unser Gebrauchswert mag den Menschen interessieren. Es kommt uns nicht als Dingen zu. Was uns aber dinglich zukommt, ist unser Wert. Unser eigener Verkehr als Warendinge beweist das. Wir beziehen uns nur als Tauschwerte aufeinander. Wert, Tauschwert, ist Eigenschaft der Dinge. Reichtum, Gebrauchswert des Menschen. Wert in diesem Sinn schließt notwendig Austausch ein, Reichtum nicht. Reichtum, Gebrauchswert ist ein Attribut des Menschen. Wert ein Attribut der Ware. Ein Mensch oder ein Gemeinwesen ist reich. Ein gut aussehender Mann zu sein, ist eine Gabe der Umstände. Aber lesen und schreiben zu können, kommt von der Natur. Hat der Marx Humor? Ich kann mal von dem was vorlesen. Und kann man es prüfen? Ne, das weiß ich jetzt nicht, was ob der Humor hat. Was man jetzt am letzten Dienstag hatte. Letzten Dienstag? Was war da? 17 Uhr. Unterricht, Erwachsenenbildung. Ach so. Ja, ja, in der Volkshochschule. Fängt ja immer eine Viertelstunde später an. Ja, ja, der ist ja Lehrer. Betrug, also die ziehen ja immer eine Viertelstunde an. Ja, der Lehrer, der raucht, der ist, ich vermute, der ist Raucher. Und dass der draußen noch raucht. Und da sind noch ein paar andere Schüler, die rauchen auch, glaube ich. Ich habe das aufgehört. Das ist zu teuer. Man unterstützt doch damit nicht die Industrie, sondern mehr die Ärzte. Man verpulvert sie, man verraucht sie. Ja. Wenn es die Industrie unterstützen würde, würde ich rauchen. Dann hätte ich schnell wieder Arbeit. Ich habe ja 40 Jahre hier bei uns im Betrieb gearbeitet. Den eigentlichen Inhaber, den habe ich noch nie gesehen. Hat sich nicht vorgestellt. Nee, der muss sehr viel zu tun haben. Könnten die Waren sprechen? Da fällt mir ein, der Inhaber, der ist oft auch irgendwie auf Lanzarote. Gott sei Dank, wenn man so einen hat. Ja, nicht? Ja, Manchmal hat man gar keinen, hat eine der muss dran, präsentieren. Ja, der muss ja präsentieren. Ja, aber wenn man einen hat auf einem anderen Kontinent, den kann man nur gar nicht, da kann man gar keine Schrift mal eine Bittschrift mal hinsenden oder sowas, ja. Da habe ich übrigens, stellen. Da habe ich auch von gehört, dass es Firmen gibt, die es nicht gibt. Proletarier, vereinigt euch! Ja. Aber das klingt Die Entscheidung fiel auf mich. Ich liebe diesen Auftrag. Ich liebe diese Arbeit mit Marx. Also um Marx herum.
Also ich spiele auch mit dem Gedanken, mir auch so ein Bart wachsen zu lassen. Steht mir doch gut. Ja. Ist doch gar nicht verkehrt. Gar nicht ist doch verkehrt. Gar nicht schlimm. Nee. Ja. Der Bart ist ja jetzt für die Rolle der des jungen Marx. Dieser Bart hier. Feuerrot. Ja, Feuerrot ist der junge Marx. Ja. Es gibt natürlich später auch einen alternden Marx, dann ist der Bart grau mit ein bisschen meliert, also etwas weiß hier. Schwarz-grau. Und dann gibt es den alten Marx, dann ist er weiß, aber auch noch mit grau. Und dann gibt es auch den Nach-Marx sowieso, denn Marx ist ja irgendwann gestorben, aber er muss ja weiterleben. Er ist ja praktisch allgegenwärtig. Es gibt den Nach-Marx, das ist dann ein Marx mit Schnäuzer erstmal. Das ist 1929, zur Zeit, also als der Börsencrash der Schwarze Freitag in New York war. Und nicht nur da, sondern eigentlich weltweit. Und dann gibt es noch 1941 gibt es auch noch einen Marx. Da bin ich noch nicht entschieden gegen, dass er vielleicht lange Koteletten hat, aber ich weiß es noch nicht. Und dann gibt es auch den modernen. Den modernen heute 2008. Den heute 2008. Als Berater, ja. Als Berater, wir denken von Bush zum Beispiel, ja, in Hokkaido. Die G8, die glücklichen Acht. Dann kommt also in deinem Film der Marx mit 190 Jahren genauso vor wie der mit 3 Jahren, wie der Jung-Marx und so weiter. Ja? Dass man einfach einen Zeitraffer an Zeitgeschichte vorbeirauschen sieht. Jetzt lese ich das mal. Das ist aus dem Buch Marx, Engels Werke. Könnten die Waren sprechen, so würden sie sagen, unser Gebrauchswert mag den Menschen interessieren. Er kommt uns nicht als Ding zu. Was uns aber dinglich zukommt, ist unser Wert. Unser eigener Verkehr als wahren Dinge beweist das. Wir beziehen uns nur als Tauschwerte aufeinander. Man höre nun, wie der Ökonom aus der wahren Seele heraus spricht. Der wahren Seele? Ja, der wahren Seele. Die Ware hat also eine Seele. Also nicht die wahre Seele, sondern die wahren Seele. Also das, was man kaufen kann, ist Ware und dann hat eine Seele. Weil der Marx dem zu verkaufenden Gegenstand eine Seele mit diesem Buch eingehaucht hat. Seitdem ist das auch alles viel mehr wert. Der hat also für die Waren hat er sehr viel getan. Und deshalb gehe ich zur Volkshochschule, um mir das anzuhören, weil ich finde, auch so ein Vergleich zwischen Ware und Mensch ist da. Menschenrecht für Waren, Recht für Menschen. Ja? Und wenn ein Mensch mit der Ware nicht anständig umgeht, pfleglich umgeht, ja, dann geht die Ware mit den Menschen auch nicht gut um. Und das ist nicht gut. Und es wäre doch zu wünschen, dass der Mensch endlich auch mit Ware verglichen wird. Denn dann bekommt er denn auch endlich einen Wert. Der hat ja gar keinen Wert. Ist er. Ja. Er ist die wahre Arbeitskraft. Als wahre Arbeitskraft hat er einen Wert. Dann hat er Wert. Als Arbeiter. Wenn er Arbeit hat. Wenn er nicht Arbeit hat, hat er auch Wert. Aber null. Wir müssen sehen, Karl Marx würde heute nicht so einen Bart tragen. Er würde nicht ernst genommen werden. Er ist ja wie Rasputin. Ja. Die Leute hätten Angst. Und deshalb würde er rasiert sein. Soll ich mal demonstrieren? Ja. Er wird ungefähr so aussehen. So. Ja. Er hat noch das hinten so Ja, man könnte Kappe. Auch, sagen wir mal, er hätte jetzt heute, würde er ein Toupet tragen. Das sähe ungefähr so aus. In der heutigen Zeit als Berater von beispielsweise Angela Merkel. Sagt, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja. Soll ich mal machen? Ja. Heute hätte er aber nicht diese hohe Stimme. Nein. Heute hätte er ja Sprachbildung gehabt, hätte einen Rednerkurs gemacht. Und sich eine sanfte Stimme besetzt. Hätte sich eine sanfte, wie der Wolf, der Kreide frisst. Ja. Also auch nicht so ganz tief. Ja. Ungefähr in dieser Lage. Proletarier. Soll ich?
Vereinigt euch! Weiter weiß ich jetzt nicht, aber... Ja, der Satz geht auch nicht weiter, der ist so. Der steht auf seinem Denkmal. Ja, nicht? Genau. Ja. Nicht? Ist der in Paris begraben? Nein, in London. London, genau. London, ja. ja. Paris ist, glaube ich, Jim Morrison von den Doors. Ja. Über den soll ich dann auch noch einen Film drehen. Also die beiden Gleich sind ja ein dahinter- bisschen ähnlich. Ne? Ist das der Vorfilm dann oder nee? Einfach die laufen parallel. Der mit der besseren Musik wird dann der Hauptfilm werden. Ja. Jetzt kommt der Genuss. Der Genuss, aber gepaart mit der Vorahnung, dass es was ganz Gefährliches ist, was er da macht. Kann man dran sterben? Bisschen Russisch dabei. Der Bär, der russische Bär. Jetzt? Bei offenem Fenster mit Zigarre. Ne? So ungefähr stelle ich mir das vor. Straßenbahn fährt vorbei. Umschnitt auf Shanghai. Die erste Straßenbahn. Die Leute, die sich umbringen, die ganzen Kulis. Ne? Dann Dramatik. Jetzt haben wir den schwarzen Freitag. Der schwarze Freitag? Die Börsenkurse sinken. Das geht nur in E. Komischerweise in Dur. Ja. Wurzeln der Kurse. Blick auf die große Tafel an der Wall Street. Die ersten Toten in der Halle, in der Börsenhalle. Das aufgeregte Und Geschrei. jetzt kommt das aufgeregte Geschrei. Kleiner Moment der Stille. Jetzt erstmal wird realisiert, was los ist. Und dann das Geschrei. Schiffe kippen um. In einem normalen Haushalt kocht alles über. Wieder ein Schiff. Arbeiter rennen durcheinander in der Pause. Und dann seine ursprüngliche Stimme, die ja ungefähr so ging, darüber, über diese Musik. Da, 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 di, da, 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 da. Proletarier aller Länder. So. Aber da hat man einen enormen das ist ja ein Zeitentransfer. Ja? Ja. Liegt das nun daran, diese Höhe der Stimme, eventuell an der technischen Aufnahme? Denn bei Edison, das klingt auch so. Ja, das liegt natürlich daran, dass die Leute auch damals schreien mussten. Es gab keine Mikrofonanlagen. Ja. Es gab ja eigentlich höchstens die Flüstertüte. Also das war so ein Blechding, wie man öfter sieht beim Rudern, wenn der Steuermann, hier, ich kann mich noch erinnern, Deutschland 8. 1970, Steuermann noch mit Blechflüstertüte, hau ruck, hau ruck, hau ruck gerufen hat. Aber das war nicht Marx' Art. Nein. Marx brauchte keine Flüstertüte. Nein, denn so viel Schulung, wie mit dem Kapital gemacht wurde, gibt es mit keinem zweiten Buch. Nee. Die Bibel ist häufiger
gedruckt worden, wenn man so aber sieht, nicht häufiger im gelesen Grunde worden genommen, gemeinsam. die Intention von Karl Marx selber war vollkommen natürlich eine ganz andere. Ja. Aber es war eine der ersten Managerbibeln. Managerbibel. Ja, weil die haben daraus gelernt. Die haben natürlich heimlich gelesen. Ja. Das ist ja eigentlich eine Arbeiterbibel. Ja. Ja. Aber die Arbeiter haben nicht so viel gelesen, ja? Nicht? Es ist dumm. Es ist vollkommen dumm, eine Arbeiterbibel zu schreiben, ohne zu wissen, dass sich die Manager praktisch da reinlesen und die ganzen Tricks der Arbeiterschaft rausfinden. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr. Deswegen darf man... Und das bleibt die Gefahr. Also sag es niemand, nur den Weisen. Ja, nicht? Das ist und auch dem nicht. Denn auch der Narr kann sich als Weise erweisen. Und das Weise also besser, kann entgleisen. Also besser nur in Form der Flüsterpropaganda, sozusagen im Geiste der Partisanen. Nein, noch anders. Noch anders. Nur Gefühl, Intuition, Ungesagtes. Also Marx als Ungesagtes ist natürlich sehr schwer zu kommunizieren. Ja, aber es also ein Ungesagtes die einzige und das Möglichkeit. andere Ungesagte korrespondiert ja nicht miteinander. Also ich sage etwas Ungesagtes, einer der chinesischen Genossen sagt auch was Ungesagtes, aber das bringen wir jetzt nach Kapstadt. Ja, nein, aber wir haben praktisch in unserer Nähe ein Modell, wo es funktioniert. Denn viele von uns haben ja einen Hund. Und bei Hunden, da funktioniert das. Also es gibt ja so kleine Hunde, ja, die sich genauso groß fühlen wie ein Bernardiner. Ja? Also wenn die sich einander annähern, merkt man doch, dass die gar keine Rücksicht nehmen. Da kommt so ein Pinscher an. Richtig. Ja, und darum geht es aber auch. legt sich an mit einem großen Hund. Das ist darum ging es dem Marx weil ja er sich auch. vorstellt, dass er größer wäre. Ja, nur der Marx hat es in Worte verfasst und hat es praktisch an die große Glocke gehängt. Und Engels hat ihm dabei geholfen. Wenn du in einen Vers kleiden solltest, ja, den Kern der Marxischen Botschaft, welchen Vers würdest du wählen? Spare, lerne, leiste was, dann hastle, kannste, biste was. Also, ich lese hier mal weiter. Man höre nun, wie der Ökonom aus der wahren Seele herausspricht. Also aus der wahren Seele. Nicht aus der wahren Seele, sondern aus, da haben wir gerade so schön drüber gesprochen. Gänsefüßchen unten, Wert, Gänsefüßchen oben, in Klammern, Tauschwert. Ist klar, ne? Leuchtet ein. Und dann in Gänsefüßchen ist Eigenschaft der Dinge, Komma, Reichtum, Gänsefüßchen oben, Klammer auf, Gebrauchswert, Klammer zu, Gänsefüßchen unten, des Menschen. Also Wert ist Eigenschaft der Dinge, Reichtum des Menschen und nicht des Dinges. Wer in diesem Sinn schließt, Wert in diesem Sinn schließt notwendig Austausch ein. Ja? Also der Wert schließt Austausch ein, notwendig. Aber Reichtum nicht. Das schließt er nicht ein. Kann ja auch billig sein. Ja, Reichtum tauscht sie ja auch nicht. Ja, da kriegst du ja nichts für. Ich gebe Reichtum, du gibst mir deine Armut, das macht doch keiner. Reichtum nicht. Nein. Absatz 34. Da muss ich jetzt in Englisch zu lesen. Value is a property of things, riches of man. Value in this sense necessarily implies exchange, riches do not. Maschinen, ne? Stampfende Maschinen, Räder, Zeitungen. Jetzt kommt schon eine Arbeiterkolonne um die Ecke. Arbeiterkolonne. Arbeiterkolonne? Ja. Eine Frau winkt mit Kopftuch. Die Eisenbahn, die elektrische, Straßenbahn. Aus der Entfernung, ja.
Dramatik. Dammbruch. Dammbruch? Ja, Dammbruch ist gut. Da waren sie zusammengestoßen. Genau. Und Ja. dann muss man aber, die Menschen wollen, die wollen im Kino nicht sterben, die wollen Happy End. Ja. Nach dem Zusammenstoß was anderes. Ein Kind wird aus dem Eisenbahnzusammenstoß Genau. gerettet. Ja? Genau. Ein Okay, Bein alles klar. ab, Pass aber auf. alle sind froh. Jetzt guckt das so raus. Die Retter kommen. Gerettet. Da war schon eine Torte. Ja, genau. Kamera fliegt weg von der Unglücksstelle. Ja. Das Mädchen die Zöpfe. Und dann kann man auch wieder Streicher einbringen. Und ich weiß nicht genau, aber das kriegen wir noch raus. Und jetzt vielleicht noch Internationale. die hier. Bruder zur Freiheit zur Sonne. Irgendwie so, wo man auch so eine Tanzgruppe auftreten kann. Zum Ja. Schluss, dass es so ein bisschen Ja. so ein, dass die Arbeiter vielleicht so ein Musical-Ballett, Ja. ne? Dann ist ne? Und dann der Applaus und dann ist Schluss und dann gehen die Leute nach Hause aus dem Kino und ist plötzlich alles Interaktiv. schön. Ja, interaktiv auch. Man macht dann, ne, ist ganz wichtig. Das hat Andrew Lloyd Webber hat das drauf. Der kann das.